Jetzt bin ich da, oder? Test, Test, Test. Hallo, eins, 2, 3. Jetzt bin ich da, oder? Ach Gott. Ernsthaft? Test, geht's jetzt? Jetzt müsste es gehen. Okay, nochmal. Hi. Ich hoffe, das war's jetzt und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was das aktuell mit dem Mikrofon ist. Ich weiß es nicht. Ich bin kurz davor, dass ich wegschmeiß. Ich verstehe es nicht. Egal. Okay. Ähm, ja, nochmal hi. Minecraft. Wuhu. Wuhu. Ähm, Äh, ich habe gesagt letzten Samstag, Sonntag, ich habe ein bisschen Kopfweh. Habe nicht gestreamt. Ein bisschen Kopfweh war gut. Hab trotzdem ein bisschen baut. Also nicht schlimm. Ist ja eigentlich nur der Raum hinterm Haus. Also hier da quasi. Der Keller. Hier quasi im Haus. Wo ich im Keller auskomme. Ich glaube, das haben wir sogar noch gemacht. Ich bin ein bisschen weiter runtergegangen. Und habe dann da einfach nach hinten graben. Hier kommt man theoretisch raus. Also hier quasi ist geht's gerade raus in die. Okay, ciao. Theoretisch kann man quasi hier geradeaus rausgehen. Theoretisch. Ich gehe jetzt nicht raus. Sind immer vier Dinger, vier Blöcke. Jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stockwerke aktuell mal. Ah, okay, die haben wir. Ich brauche noch so Fichtenholzbretter, merke ich gerade. Die wollte ich eigentlich holen. Ja. Und ich habe draußen ein bisschen weitergebaut. Ich habe eigentlich nur einen Dogwood gesucht. Haben wir dann auch gescheit, wie ich bin, Seeds mitgenommen. Ja, also hier sieht man übrigens, dass ich wirklich ausgegraben habe. Es war kein Creative Mode. Hier ist ein anderes Zeug, also Erde. Ich habe da wirklich rumbuddelt. Ganz oldschool mit der Hand. Wichtenstamm. Genau, das quasi habe ich in diese Richtung, genau hier, ist ein Dark Oakwood Baum. Also ungefähr da. 500 Blöcke circa, glaube ich, waren es. Ein Biom. Und dieses Biom, da war ich quasi, habe mir Seeds mitgenommen. Die Seeds sind auch noch da draußen angebaut. Da oben, sieht man sie? Da, und da, glaube da vorne, da ist auch noch einer, genau. Geht nur nicht. Bin im falschen Biom. Leck geht's da draußen zu. Ui, da ist noch los. Ich bin im falschen Biom, wie gesagt. Ich weiß nicht warum. Muss mal schauen, ob sie in dem anderen Biom wachsen, aber ich bin jetzt mehrfach hingerannt und haben einfach Holz geholt und ja, war mir dann egal. Nee, genau, da müssen wir rein. Nein, ja genau, perfekt. Profi-Minecrafter. Okay, no, passt. Jetzt habe ich nicht pennt, das war jetzt blöd, jetzt rennen da draußen die Creeper rum, denke ich mal. Das mag ich nicht. Das war quasi alles, was wir hier gemacht haben. Also, hat schon ein bisschen dauert, aber ich habe Zeit gehabt. Die Treppe kommt noch weg. Die gefällt mir nicht. Ich würde dann Stockwerk für Stockwerk wahrscheinlich machen, aber ich habe es bloß mal zugemacht. Ähm, hier ist noch. Jetzt ist zu. Oder hier wäre noch eine Höhle. Ich war noch nicht. Alice, hi.
Ich war noch nicht wirklich, ich habe bloß ein paar Dinger gesetzt. Und jetzt hier ist nur Eisen. Ich habe bloß ein paar Fackeln gesetzt. Ah, und by the way, ich habe, das ist wieder meint sich Bescheiß hier. Ich habe Eisen, ja. Ich habe auch Kohle gesammelt. Aber alles von hier. Alles vom Ausgraben hier. Es war wirklich einiges. Nämlich da. Also es sind wirklich nur zwei Stacks. Also ich glaube, wir hatten irgendwas um die 40 oder 30 rum. Der Rest war wirklich jetzt nur das Ausgraben hier. Kohle ist auch dazugekommen. Ich schaue jetzt mal kurz raus und schaue, ob da irgendwas ein Creeper ist. Nö. Hier ist mein Erdgerüst noch, also ein Teil davon, den Rest habe ich schon weggemacht. Ich schaue es mal weg, dann zeige ich euch das Haus ganz kurz. So sieht es aktuell aus. Mach mal das Erdzeug weg. Bam. Ich sage, es ist immer ein bisschen, wir können da hier rüber. Das habe ich teils schon weggebaut, oder großteils schon weggebaut. Der Turm, wo hier war. Ich habe die Materialien brauchen können und ja, hey, warum nicht? Ähm, ja, genau, da hinten sieht man die Seeds. Ich mache jetzt mal das Gerüst weg, dann schauen wir uns das ganze Zeug nochmal an. Ich habe selber ohne Gerüst und noch gar nicht wirklich gesehen. Hier noch, Moment, genau. Aber ich hoffe, ich glaube, es schaut annehmbar aus. Also ich denke mal zumindest, es taugt. Also gibt Schöneres bestimmt, gibt aber deutlich hässlicheres. Oh, selber leckt. Oh, Alice, Dankeschön. Dankeschön. Wirklich danke. Okay. Willkommen im Mietshaus. Danke. Was sind das für viele Räume? Zeige ich dir gleich. Ah, jetzt kommt die Meldung, hat ein bisschen gedauert. Nochmal, vielen lieben Dank, Alice. Ach, Server leckt aktuell, glaube ich. Ich glaube, das gar nicht an der Server liegt, sondern ich. Habe ich doch gerade abgebaut, oder? Okay, ich denke, ich weiß, an was liegt. Ist vermutlich nicht der Server schuld. Ah, nee, wir waren jetzt drüber, glaube ich. Ich habe das zweireich gehabt. Ich lag gerade nebenbei noch was runter. Moment. Na komm. Wir müssen Pinöpel einsammeln. Erdpinöpel. Und zwar, Moment. Ich schaue gleich ins Haus rundum. Ich will bloß ganz kurz das ganze Zeug hier wegmachen. Dass man auch mal was sieht. Ohne das ganze Zeug. Au. Ich habe es tatsächlich geschafft, beim Hausbau nicht zu sterben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, tatsächlich, also es war, ich bin runtergefallen öfter, aber war Gott sei Dank nie so hoch, dass ich gestorben bin. Einmal hat mal ein Creeper vorne die Haustür rausgejagt, das war richtig lustig. Nicht. Wir haben es gleich weg.
Das ist das letzte Überbleibsel noch von dem Film, der da noch gestanden ist. Der war aber naturell, sag ich mal. So, genau. Das ist unser Häusl aktuell mal. Von der Seite. Ein bisschen den Berg reinbaut aktuell. Hier haben wir es von der Seite. Ich finde, es schaut gar nicht so hässlich aus. Für das, was es am Anfang ausgeschaut hat, mir gefällt es irgendwie. Ist noch nicht fertig, aber dann haben wir es von vorne. Und den Bereich da quasi, also das da mit den Treppen und die Haustür, das Zeug, hat mir der Creeper rausgerissen, wie er explodiert ist. Die komischen grünen Dildos, die da rumlaufen, die kommen anzischen und dann macht's Bumm. Ja, das quasi wäre jetzt mal zum Haus. Man kann aktuell hier hoch, quasi aktuell oberer Stock. Hier ist der Kamin mit Ofen. Ah, hier haben wir noch Fressen für mich. Ja, noch, perfekt. Und genau, der Kamin quasi umraucht. Hier haben wir das Bett. Wie gesagt, noch nicht eingerichtet, aber hier quasi kommt man in den Dachboden. Da wohnt der Grudge. Die irgendwo da im Eck. Aktuell gerade ist es aber nicht da anscheinend. Mit die Werkbank kann man auch mitnehmen. Genau, kann man rausschauen. So, Nachbarspionage. Mhm. Der parkt mir schon wieder meine ganze Einfahrt zu. Und genau, im Keller halt, wie gesagt. Das war das, was Alice gerade gefragt hat. Quasi geht's hier runter. Also hier habe ich noch Zeug anbaut. Aktuell. Das will ich eben verlagern. Weil hier schon wieder Wand kommt, da hier geht's quasi auch schon wieder raus. Das ist noch ungünstig, sag ich jetzt mal. Will ich quasi ein bisschen besser verstecken. Das war nur für den Notfall einfach, dass ich was hab. Dass ich mich ums Essen nicht kümmern brauche. Und die Erde tun wir mal. Die Erde war da. Kobel hat sogar noch Platz. Ja, also ich lass mal da. Na, Stone, den haben wir auch gebrannt, den können wir raustun. Und hier quasi war jetzt einfach nur mal die Idee von einem Keller. Das heißt, das Stein schon wieder austauscht, teilweise. Deswegen hat sie den gebrannten Stein dabei. Hier ist nichts mehr drin. Doch, hier ist ein Eisen drin, okay. Und bin dann einfach hier rausgebuddelt und habe dann einfach mal, während ich mir einen Stream angeschaut habe, während ich Tank Girl angeschaut habe, Empfehlung von Kathi, mhm. Einfach mal hier ein bisschen rum. Ah, da habe ich noch was vergessen. Wieder. Ein bisschen rumbuddelt. Und sind halt dann so zwei, drei Stockwerke geworden. Ich würde gerne in die Höhle runtergehen, die ich gefunden habe, dann ganz unten. Mal schauen, was da gibt. Wenn ich das fresh. Das brauchen wir. Kommst da rein. Und warte mal, das war die. Genau. Es sind jetzt einfach nur aktuell nur nutzlose, leere Räume aktuell, wo nur irgendwas reinkommt. Können wir noch dekorieren, wie wir wollen, können wir noch ausbauen, wie wir wollen. Je nachdem. Die Treppe würde ich auch anderweitig machen, also quasi entweder am Rand oder. Also ich musste irgendwas machen, dass ich. Der Raum war ja komplett. Ich bin ja wirklich. Ich habe Reihe für Reihe die quasi abgetragen. Das war ja alles voll. Drum auch hier der bisschen Stein, den wir da haben.
Aber jetzt meint es wird dunkel, glaube ich. Wir fressen mal was. Gehen wir kurz pennen. Ich würde sagen, wir machen uns sogar ein Bett. Ein zweites für die Höhle. Das hätte ich gern dabei. Warte mal, die kann man wegmachen. Stein kann man wegtun. Eisen. Ja, komm, Eisen. Werkbank nehmen wir mit. Essen brauchen wir definitiv nicht zu viel. Essen wir da. Und Sake. Machen wir uns mal noch zwei, drei. Drei. Weil die gute aus Eisen. Eisen lassen wir da. Ich hatte das Schwert wegschmeiß. Sticks wir mit Kohle nehmen wir ein bisschen was mit. Einfach nur mal anfangs. Axtgeil brauche ich keine zweite aktuell nicht. Denke ich mal. Was mal da. Einfach wegen Platz. Ansonsten glaube ich, Wassereimer brauchen wir einen Wassereimer. Wirksamkeit, die haben wir gefunden. Ich glaube nicht. Rüstung ist auch noch ganz okay. Jo, haben wir alles? Workbench haben wir, Holz haben wir, Kohle haben wir, Sticks haben wir, Spitzhacke haben wir, Schwert, Schild haben wir auch. Müssen das passen. Welchem Level sind wir denn aktuell überhaupt? 45, okay. Äh, Eisen nehmen wir mit. Das andere Eisen. Und uh, da auch noch. Weiter. Das ist. Okay, wir kriegen hier ein bisschen was, glaube ich. So zwei, drei Breckel. Also mehr drunter. Los. Also ich glaube, Alice, du kanntest das nicht wirklich, glaube ich, Minecraft. Es ist quasi wirklich so, in der Höhle sind immer Monster. Wenn man ausleuchtet, kann man so ein bisschen verhindern, dass sie spawnen. Ich habe kein Bett dabei. Na egal. Das Schlimme an der Höhle ist einfach, dass man sich irgendwann verlauft. Zumindest mehr im System. Blume können wir uns merken. Das meine ich. Geht halt quasi einfach wirklich in jede Richtung weiter. Das ist Kohle. Ich schaue jetzt dann später gerne mal, was die Downloads machen. Wir gehen mal da runter, würde ich sagen. Ich bin hier nur rumgerannt, habe ein paar Fackel gesetzt. Irgendwann habe ich noch nichts. Einfach weil mir die Viecher die ganze Zeit am Sack gegangen sind. Wenn ich abgebaut habe, sind die alle hoch Schlawiner gekommen. Ui, das kann einmal passieren in der Höhle. Okay, da hören wir schon irgendwas. Ja genau, weiter bin ich nicht mehr. Okay, da ist ein Zombie. Komplett ist.
Nein, mach nicht, yo. Kannst ja gar nicht Zombie sein. Das Server laggt aktuell gerade ein bisschen, aber da bin ich schuld. Alter, aber wie viel kämen denn noch? Spawner? Nein. Ja, genau, du kleiner Hosen. Ich hätte mal einen Bogen machen können. Das ist ein Creeper. Ich mach einen Bogen. Ich finde jetzt schon immer raus hier. Alter, was? Ach, da kommt der nächste angeschissen. Ich bin der Creeper, explodiert. Okay, hier sind zwei, drei Viecher. Ernsthaft, weil wir hatten ja auslassen. Habt ihr was am? Was war das? Oh, ach, schade. Ab und zu droppen die Kartoffeln oder gelbe Rüben, so jetzt mal. Kartoffeln habe ich schon. Kartoschki. Gelbe Rübe wäre cool. Die haben wir noch nicht. Hier sind wir mal durch. Gehen wir unten lang. Mal eine Kohle holen wir gleich. Geräten schon. Okay. Was machst du, wenn ich dort gegenhau? Alles durch, okay. Sonst ist ja nichts. Ich finde es halt lustig, dass Minecraft mit so wenig, in Anführungsstrichen, Zeug oder so wenig Gegner es trotzdem schafft, dass man sich in der Höhle immer wieder anscheißt. So indirekt. Weil einfach die Gegner kommen. Und mit den Creepern ist man halt wirklich. Wir haben jetzt eine Eisenrüstung, die hält schon ein bisschen was. Alter, aber wo bin ich da? Ist das Alter. Leck mich am Arsch. Minecraft hat ein Höhlen-Update. Hat er Höhlen-Update gekriegt oder kriegt er Höhlen-Update? Ich weiß nicht mehr. Aber das ist ein. Ich habe mich vorher schon mal verrennt. Dankeschön, Alice. Weißt du, dass der Chat wieder ziemlich langsam, wieder ziemlich lang dauert? Ich habe gerade die Nachricht gelesen, gerade die Nachricht gekriegt von dir. Muss mir mal kurz Bescheid geben, vielleicht, sonst refresh ich nochmal. Ich weiß nicht, was das momentan ist. Haben wohl mehr Probleme damit, was ich mitgekriegt habe, aber. Kriegt eins? Kriegt eins was? Und Hi Mighty, ja. Dauert der Chat aktuell lang? Also wenn ihr was schreibt, dauert es lang, bis es ankommt? Oder? Ach, Cave Update. Kriegt er eins. Ah, okay. Kriegt er eins. Ja, das wusste ich nicht mehr.
Aber es sind jetzt schon so. Okay, hier haben wir mal kurz eine Ruhe. Hier geht's aktuell nicht. Also hier geht's natürlich weiter, aber wer allein ist, dauert ziemlich lang. Okay, warte. Ich refresh mal ganz kurz. Moment. Ich lerne mal. Bitte nochmal testen. Okay, das jetzt glaube ich ist besser gegangen. Synchron. Also Alice und ich hatten das Problem schon öfter tatsächlich, aber mit dem Chat lernen, mit der Refresh-Taste quasi, hat es dann immer funktioniert danach. Scheint jetzt auch der Fall zu sein, was ich sehe. Warte mal. Ach, ich genau. Aber jetzt scheint es zu gehen, denke ich mal. Hoffe ich. Weil die Tests waren ziemlich schnell da. Und bitte auch Bescheid sagen, wenn irgendwie wieder Tonprobleme sind. Ich weiß nicht, was mein Mikro aktuell hat. Ich habe keine Ahnung. Das spinnt aktuell rum wieder mal was. Ich sehe den Ausschlag aktuell. Ich muss immer wieder hinschauen. Ach, da unten ist ein Freund. Der den Bogen mitnehmen sollen. Welcher Höhe sind wir eigentlich? Höhe 43. Okay, wir sind eigentlich noch ziemlich hoch tatsächlich. Hm, ich sehe den Kohlesong jetzt nicht. Ich kann nichts sehen. Oder Hunter, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dunkelheit. Ui. Ja, Spider, geh weg. Ähm, oh, okay. Spider-Man, Spider-Man. That's whatever a spider can. Du, 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 du. Was? Flashkicks? Hi! Ich hoffe, Flashkicks ist richtig. Aber ich denke schon. Wir sind gerade am Höhlenerkunden unterm Haus. Typischer, ja, wie sagt man's? Typische Minecraft-Zucht, so nach dem Motto. Ich grabe unterm Haus aus. Schon lustig. Da ist eine Höhle. äh, bis man schaut, kommt man nicht mehr heim. Kohle. Eisen. Kohle und Eisen.
wir beides. Warte, uiui. Weil wir echt Schwein gehabt haben am Anfang mit Spawn, also, naja, Schwein. Der Seed wurde uns verraten von einem lieben Zuschauer, alias Mighty. Gott, wie viel Eisen ist denn hier? Ist es mehr geworden? Ich meine. Was? Okay. Oh wow. Okay. Ich finde hier nie wieder raus. Lalalala. Nie, 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 nie wieder. Ein Creeper. Hey. Na komm. Oder was? Ernsthaft? Wie groß sind denn die Dinger? Und haben wir es wirklich Glück und haben wir so eine riesen Monsterhöhle erwischt. Kann natürlich auch sein. I seen, I seen, I seen. Ja, genau. Wo bist du? Au. Ja, wo kommst du her? Was? Server? 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 Moment. Server spackt gerade rum. Ähm. Der nächste Schlawiner schon wieder. Hi. Okay, Server spackt gerade massiv rum. Ui. Moment mal, ich muss mal ganz kurz was machen. Ich muss mal kurz die Downloads ausschalten. Beziehungsweise. Dürfte es eigentlich eh bald. Ich passe hier mal kurz. Und. Da mal und bei Steam machen wir es auch kurz aus. Steam und. Pausieren bitte. Irgendwie. Passieren. Okay, passt. Perfekt. Jetzt gleich müsste es passen. Okay, sorry, bin wieder da. Ja, jetzt läuft es flüssiger. Perfekt. Ich habe gerade im Hintergrund Overwatch runtergegangen. Das hat irgendwie nicht so ganz umrissen. Na. Leuchten wir ein bisschen aus hier. Irgendwas. Oh Gott, was. Willst du mich verarschen? Wie groß ist denn das Ding? Ich finde hier nie wieder raus. Wirklich nie wieder. Das ist schon lang vorbei. Was ist denn da los, bitte? Okay, Alice, danke dir.
Kein Problem. Ja, genau. Huhuhuhu. Ähm, kurz kratzen. Regnet es draußen? Ich denke ja. Also in Minecraft meine ich jetzt. Hier ist auch zu. Welche Höhe haben wir aktuell? Wir sind viel zu weit oben. Ehrlich. Ich schaue jetzt mal, dass ich irgendwo rausfinde wieder. Also im Groben zumindest mal. Okay, hier ist zu. Hier müssen wir aufpassen. Sand. Den machen wir weg. Also wir sind nicht allzu weit von der Oberfläche weg. Definitiv nicht. Wohl lass ich mal. Moment, was machst du, wenn ich da drauf hau? Ah, wir saufen, war mir klar. Okay, Loch ist zu. Kohl, Eisen. Eisen. Der gute Iron. Ähm, Eisen. Beste überhaupt in Minecraft. Block abbauen, auf dem er draufsteht. Ähm, da waren wir unten. Was ist hier noch? Ah, einen Freund haben wir hier. Hi. Na komm. Hi. Schau mal. Nein. Ich find dir nie wieder raus. Nie wieder raus. Nie, 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 nie wieder raus. Hier ist gar nichts. Eisen nehmen wir mit. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob wir wirklich tiefer reinkommen. Also, ich will jetzt nicht einfach nach unten buddeln. Ich will schon irgendwo beim Eingang, eventuell, leicht, könnte es sein, nach unten gehen. Aber, Problem, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr. Das ist nur Eisen. Hier waren wir nicht weit. Da hinten ist das Wasser. Nö, waren wir einfach noch gar nicht. Fledermaus hat mich jetzt kurz erschreckt. Nur kurz. Ich hätte, vor allem wir haben eine Uhr daheim, ich hätte die Uhr mitnehmen können. Dann wüsste ich jetzt, wie spät das ist und ich hätte ein Bett mitnehmen sollen und einen Bogen. Ich bin so dämlich. Schaut trotzdem, dass ich mal wieder rausfinde irgendwo. Wo sind wir herkommen? Da war das mit dem Wasser, genau.
Okay, da waren wir nicht. Wenn wir gerade gewesen, dann müssen wir da lang. Nicht gerade hintergrenzt, oder? Nö, da ist Kumpel. Wir schauen mal rauskommen. Ich renne immer tiefer rein. Da ist auch noch Eisen. Lecker mio. Au. Okay. Hier ist. Oh Gott, hier geht auch noch runter. Was ist denn mit der Höhle los? Okay. Das ist aber ND. Wie nah sind wir an der Oberfläche? Anscheinend sehr nah. Ja, anscheinend sehr, sehr nah. Okay. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ach, das ist die gleiche Höhle wie die. Ah, aber hier habe ich schon mal einen Eingang markiert. Okay. Und hier ist das einbrochen. Ah, alles klar. Dann weiß ich, wo wir sind. Gut, dann no Problem. Hier haben wir die Dinger angebaut, das Zuckerrohr. Den Zuckerrohr. Genau, hier habe ich die Dinger hingebaut. Ja. Dann leeren wir die Tasche kurz aus. Nehmen, brauchen wir unseren Bogen, hätte ich gesagt. Pfeile haben wir natürlich auch wieder nicht. Ah, ich brauche Pfeile. Meh. Podolski. Noch hin. Pfeile haben wir. Ja, 5 Pfeile. Nee, naja. Ist eigentlich nicht wert, hätte ich gesagt. Erde. Kies, Andesit, Diorit, Granit. Du bitte mal ein Trüchen. Die nehmen wir mit. Sticks haben wir, Eisen haben wir auch zu Genüge. Das können wir schon mal schmilzen. Du, du. Dann. Oder machen wir es an den Ofen hin, einfach weil wir können. Kohle rein. Und ich würde sagen, wir schmelzen uns mal einfach so ein Stack von dem Zeug da. Wir auf jeden Fall brauchen. Roten Flash haben wir hier. Bogen, 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 Bogen. Thema Bogen. Oder so? Ah, alles klar. Okay, lasse ich aber trotzdem da. Fackeln können wir mitnehmen. Die Uhr können wir mitnehmen.
Eimer brauchen wir aktuell. Können wir auch mitnehmen. Wassereimer. Das haben wir. Spitzhacke. Machen wir so kurz zwei. Das passt. Schwert. Kann man das jetzt eigentlich reparieren? Geht es zwischenzeitlich irgendwie mit Eisen eventuell? Oder für was ist der Schleifstein eigentlich da? Reparieren und entzaubern, ja, aber reparieren mit was? Mit einem zweiten Schwert? Ach, das. Ah, okay. Gut, wir machen uns eins. Ein Amboss brauchen wir. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Moment. Entschuldigung. Ein Amboss hat es noch gegeben. Moment, wie war jetzt der? Zwei Blöcke. So? Nee, dann war das so. Ah, perfekt. Kann ich hier reparieren? Kredit jetzt halt null. Für zwei machen wir neues. Na, okay. Aber es geht ganz schön schnell leer, das Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht doch ganz schön schnell leer. Ja, dann gehen wir hier runter. Und graben uns einfach mal da straight nach unten. Hätte ich gesagt. Eisen, nice. Okay, nehmen wir mit. Irgendwie, obwohl wir in die Höhle eigentlich immer runtergegangen sind, wir sind da immer wieder mal rauf, sind wir nicht wirklich tiefer gekommen in dem Ding. Und so ein paar Dias wären jetzt schon mal ganz nice, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich würde Lava brauchen wir nicht wirklich, die haben wir an der Oberfläche. Sollten wir welche brauchen, also so in den Nether zu kommen, wäre jetzt eigentlich kein großes Problem. Vor allem haben wir vor der Haustür fast fertiges Portal, würde ich sagen, das hier einfach gespawnt ist. Dekomäßig, vielleicht kann man es auch nicht hernehmen, ich weiß es gar nicht. Normal müssten die Dinger gehen. Ich weiß nicht, was Crying Obsidian ist. Das hatte ich auch irgendwo. In dem Block mit drin. Muss man wahrscheinlich austauschen, denke ich mal. Aber werden wir rauskriegen. Okay, Höhle ist aber definitiv bei uns. Oder neben uns. Finster. Di, 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 di. Di, 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 di. Moment. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, nicht, nein, ich mach's nicht. Ach, er ist halt einfach legendär mit seinem Kohle-Song. Das hilft nichts. Bedrock. Wir sind unten. Das heißt, Moment, Moment, das bitte mal nicht. Wir sind
auf Ebene 6 aktuell. Was hat die Ebene? Ich weiß nicht mehr. 9 bis 11? Irgendwie sowas, dachte ich. Aber Kohle sind die ist eigentlich schon gar nicht verkehrt, würde ich sagen. Okay, das Eisen. Ist auch nicht verkehrt. Schauen, ob ich irgendwo Lava höre. Redstone, endlich. Ja, Redstone kann man auch brauchen. Redstone. Mit Redstone. Ich kenne jetzt auch nicht wirklich mit Redstone aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ein paar Dinge gehen. Aber... Für Lava. Ich bin da kein Profi nicht drin, definitiv. Also kein Profi, ich bin blutiger Anfänger, was Redstone angeht, würde ich sagen. Absolut blutiger Anfänger. Das geht doch so irgendwie, oder? Ja, perfekt. Hi. Tschüss. Wieder das Lava drüber. Gut. Da müssen wir höher. Mal 3 oder 4. Himmel rein. Ui. Ah, okay, hier ist Höhle. Hier ist Lava. Alles klar. Nee, wollte ich nicht. Ja, Ding. Das ist jetzt eine Fackel. Was haben wir hier? Hier ist nur Hohl von... Okay. Tu mal weg. Füllt das mal wieder aus? Wow, die Hülle ist... Wow. Einfach wow. Einfach nur... Einfach nur... Wow, trifft's gar nicht mehr. So riesig wie das Ding ist. Okay, es blubbert hier aber ziemlich stark tatsächlich. Ah, was doch, die Lava. Okay. Oh ja, das schaut gut aus. Da will ich sein. Da sehe ich mich, da will ich sein. Wir haben noch kein Ding, wir haben noch kein Dia-Spitzhack, jetzt können wir auch kein Obsidian mitnehmen. Das ist minimal belastend. Ach, Lapis Lazuli gab es ja auch noch, gell? Mein Gott. Ach so, kommt das alles wieder. Lapis Lazuli. Okay, okay, die Höhle ist doch nicht so wow. Aber naja, okay. Wenn beschweren können wir uns später. Wir sind ja relativ viechersfrei, würde ich sagen. Ja, gehen wir mal einfach straight durch. Hätte ich gesagt. Jo, nehmen wir wieder mit. Wird schon mal was kommen, denke ich mal.
wechsle wieder. Das war mit F, glaube ich. Ja, genau. Ich suche jetzt eigentlich nur ein paar Dias. Wie jeder in Minecraft. Und sterbe beim Versuch dabei. Au. Lecker. Okay. Das heißt, wir können Obsidian abbauen. Aber wie so Gravelzeug hat's. Außen rumbauen eventuell. Ja, genau, eines daneben. Aber hey, wir haben ein Ding gefunden, wir haben Dias gefunden. Ja, da. 5 Stück, okay. Das ist zumindest ein Schwert und eine Spitzhacke. Ist gar nicht so verkehrt. Wenn immerhin. Da ist Lava. Lava nicht. Lava nicht, wenn der Regen fährt. Dann. Es gibt einen, der zu dir hält. Dann. Du. Di. Uh. Blut auf, wir kommen wieder durch. Gut. Moment mal. Ich mal weg. Dich und dich und dich und dich. Gims. 10 Dias. 10 Dias sind besser wie 5 Dias. Jetzt zu verwechseln mit Cameroon Dias. Was? Also, warte mal, ich habe gerade vorher gesagt, Mighty, was wolltest du vorher wissen? Ich habe es bloß nebenbei gelesen, wie ich auf Stopp gedruckt habe. Also, welche Modpacks das vorne Players eigentlich stellt. Speziell für Minecraft. Also, Mighty, bist du da? Ich kann es da definitiv so beantworten, weil du es nebenbei. Es stehen die Versionen nicht dabei bei den Modpacks, das kann ich da gleich schon sagen. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das ein Modpack ist für 1.7, ob das ein Modpack ist für 1.10, da stand nichts dabei. Das muss man dann immer wieder googeln. Echt ganz schön dämlich, was ich da gerade mache. So ist man ziemlich schnell tot. Anscheinend ist er gerade nimmer da oder AFK. Ah, okay. Ich möchte diesen Dia besitzen. Der Dia gehört mich. Was ist denn der Zombie? Ist der über uns?
Gibt es eigentlich offiziell in Minecraft schon Rucksäcke? Weiß das wer? Ich weiß mit Mods natürlich, logisch. Also klar. Aber so richtig offiziell implementiert. Was ist im Standard Vanilla Minecraft? Ich glaube nämlich, also ich habe noch nichts gesehen. Heißt natürlich nicht, dass es nicht gibt, weil, wenn, ich habe dich gesehen. Ah, du kleiner Heimlich. Wusst doch, du kleiner Scheiße. Ich will halt nicht aus. Okay, hier ist noch Eisen. Eisen ist gern gesehen. Ähm, das wieder. Aber vielleicht sehen wir irgendwo die Gold. Gold haben wir noch nicht. Sehr nice. Wir haben einen Goldbahn, den ich gefunden habe, das weiß ich ja, aber ein Gold-Ore haben wir noch nicht. Iron-Ore und Gold-Ore. Wir buddeln uns mal da wieder durch, würde ich sagen, einfach ganz gerade weiter. So finde ich zumindest wieder heim. Oder so finde zumindest ich wieder heim. Gott, wir haben ein bisschen. Wir haben schon ein bisschen was dabei. Aber du, was gehen wir kurz heim und im Ausland. Dias. Eisen. Ja, 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 ja. Hier. Nehmen wir auch noch mit. So, jetzt ihr Dias, seid ihr Lava frei. Oh Gott. Okay, sind sie? Ja, noch? Okay. Mache ich mir gleich eine Falle. Ja, noch passt perfekt. Nice. Ich sag jetzt gleich im Arsch. Eigentlich wird jetzt einfach nur einen ganz langen, geraden Tunnel graben. Mit 20 Dias, hey. Also, ich schwöre mich nicht. Überhaupt nicht. Beim Eisen haben wir auch schon einiges. Ich glaube, 2 Stacks haben wir schon daheim. Die sind schon am Braten. Oder dürften zwischendurch fertig sein, denke ich mal. Dann mal Fackel rein. Lapis Lazuli haben wir noch nicht gefunden. Einen Verzauberungstisch können wir jetzt schon machen. Stimmt, 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 stimmt. Ein Level haben wir 2, 3. Aber Lapis brauchen wir halt noch dazu. Das wäre ganz cool. Oh, nice. Nichts. Gims. Na gut, nur einer, aber
ist mehr wie keiner. Ich glaube, ich habe gerade das Problem, dass ich noch nichts mehr mitnehmen kann. Aber ich glaube, die Kohle kann man zu Blöcken machen, dachte ich. Und Redstone auch. Ich dachte es. Ich geh mal hoch. Okay. War wirklich nur der eine Dia? War anscheinend, okay. Wieder Eisen, Alter, was ist denn da los? Da ist Lapis, perfekt. Jawohl. Okay, ich bin ziemlich voll aktuell. Redstone. Jemand müssen wir eine Werkbank machen, glaube ich. Ähm, okay. Na gut, bringt ein bisschen was. Lapis können wir noch nicht, also bringt uns noch nichts. Kohleblöcke können wir noch machen. Weil wir auch noch ein paar Fackeln brauchen aktuell. Geht sich das aus? Hm, ein Stick, ein Pfeil, ein Knochen, ja, toll. Wir haben natürlich ein bisschen anderes Material dabei. Kies brauchen wir eigentlich aktuell alles und ich nehme es mit, solange ich Platz habe. Die Schaufel ist auch bald kaputt. Wenn, warum auch nicht? Du und du. Nö, mein Gott. So. Ich melde mir ganz kurz nebenbei noch an. Dann kann ich Mighty gleich Bescheid sagen, sollte er wieder kommen. Einfach nur, falls die Frage wieder auftaucht. Hab sofort. Na komm. Gut. Ah, jetzt hat er es. Moment. Genau. Genau, haben wir es aktuell offen. Jetzt. Redstone. Da sind wir noch blubbern. Also 21 Dias. Hey, also die Ausbeute ist schon nice. Das ist fast eine komplette Rüstung. Eine Hexe. Ach Gott, eine Hexe können wir jetzt eigentlich gar nicht brauchen.
Gold. Machen wir so, würde ich sagen. Hexe, die Hex. Wollen wir mit? Enderman wäre jetzt ungeil. Ist das ein Enderman oder nicht höher? Enderman und eine Hexe, dachte ich mir. Bin mir aktuell nicht ganz sicher. Hier ist Gott sei Dank nix. Und hier wenig. Okay. Eisen nehmen wir mit. Bin ich schon so nah an der Oberfläche? Nee. Wir brauchen bloß in irgendeiner Schlucht drin sein. Ja, jetzt, na gut, so weit weg sind wir nicht doch. Eigentlich schon. Doch ein Stück weg tatsächlich. Mal so. Wenn wir doch mal nicht reinfallen können. Da ist der ganze Trick dran. Oder der ganze Clou dran, sag ich mal. Wir haben bald kein Ding mehr, kein Spitzhacken mehr, oder? Ja. Ich würde tatsächlich dann ganz kurz umdrehen, wir sind ja eh nur ganz gerade gelaufen. Das nehmen wir mit. Das können wir noch mit Eisen mitnehmen. Wupp, wupp. Das sind noch Endermännern, definitiv. Okay, das war was. Ich würde sagen, mal so. Rufen wir auch gleich. Mal die auch Kohle rein und so eventuell. Bloß mal mit 2 Spitzhacken machen wir uns, ne? Wenn wir wieder. Okay. So wollen wir das. Ja, passt. Das eine kann man wirklich wegschmeißen, wenn es wirklich tatsächlich ist. Wir haben Iron Ore, wir haben Gold Ore. Wir haben Lapis Lazuli, wir haben Dias. Hier haben wir einen Pfeil. Hätte ich auch gerne mitgenommen. Blind können wir eigentlich vergessen. Kohleblock, der ist nicht unwichtig. Kohle. So irgendwie. Schwert, der gut ist die Schaufel. Die Schaufel ist auch gleich im Arsch. Gut, haben wir auch. Den anderen mit. Ich habe nur einen Stick. Alter. Sehen. 1 und 2. Ich nehme mit. Immer noch perfekt. Okay.
Äh, wir brauchen ihn nicht, ich weiß. Das wir tragen können, nehmen wir mit. Okay. Ah, das hätte schon mal schlechter ausgehen können. Hätte. Ist es Gott sei Dank nicht. Ja, Eisen, das ist immer normal. War früher voll selten, der Scheiß. Also, voll selten, es war seltener, sag ich mal. Also den Arsch schon gekriegt haben wir es nicht. Ja. Das meine ich. Ich muss eine Netheits nochmal schauen. Es gibt da riesige Ding. Ah, okay. Dann machen wir die Schaufel weg. Ist eh im Arsch. Lapis, nice. Okay, kann man auch nicht mehr mitnehmen. Ach, Redstone, Moment mal. Machen wir auch noch. Die Redstone können wir noch decken. Nämlich so. Lapis können wir auch mal in Blöcke machen. Dann haben wir wieder Platz, definitiv ein bisschen. Ähm, den Koppel lassen wir mal da. Äh, ernsthaft. Weil bloß ein Loch buddeln, das reinschmeißen kann, das Zeug. Ja, komm. Wir rennen kurz zurück. Also kurz ist gut. Wupp, wupp. Dann haben wir schon ein bisschen einen Gang gebaut. Ein kleines Gängchen. Sind wir schon wegkommen? Okay. Ja, das müssen wir noch anders machen. Wir haben da Stufen, würde ich sagen. Können wir eigentlich auch noch gerne machen. Warte mal. Oh, ja. Also hier ist halt wirklich alles voller Höhle. Ja, alles voller Höhle. Nö. So, bitte, wir können jetzt Zombie nicht sein. Glaube ich nicht.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Machen wir jetzt höher, dass wir die Treppen platzieren können, dann sind wir deutlich schneller. Äh. Hm, ich bin Obsidian. Ich bin Kies. Ich bin nervig und ich fall nach unten. Hier waren wir, gell? Genau. Ähm, mal so. Können wir eigentlich auch eher von unten machen, würde ich sagen. Wir haben keinen Platz mehr, was wir machen können. Ich glaube, wir wollen die Werkbank stehen lassen. Ähm, du und du mal. Ich kann essen, deswegen. So. Ähm, du und du. Nee. Du, du und du, du und du und du und du weg. Oh, nee. Den Fackel platzieren wir gleich wieder, aber das müssen wir eigentlich währenddessen machen. Das geht gar nicht anders. Geht schon anders, aber das ist mega nervig, wenn man nichts sieht. Wieso ich die Fackeln auf die Treppen platziert, weiß ich auch nicht. Okay, müsste passen soweit. Bin mir ja auch deutlich schneller. Gute. Bin wieder da. Kohleblöcke tun wir rein. Ähm, hier haben wir keine. Die tun wir rein. Andesit haben wir hier. Iorit haben wir hier. Kies haben wir hier. Den haben wir schon 4. Die habe ich auch irgendwo gefunden. Ne? Ähm, dich tun wir rein, dich tun wir rein. Ah, die Blöcke nehmen wir mit. Ist mal da dabei, genau. Ähm, egal. Dann rufen wir mal. Den hat auch Enderman droppt, also nicht wundern. Beim Bau hast du da reinglitscht bei mir. Knochen, Flint haben wir da. Kohleblock. Lapisblock. Redstone. Also Redstone haben wir ein bisschen was. Dias, Eisen, die Treppen waren hier drin, glaube ich. Genau. Hier ist noch ein Ofen. Mal Gold. Ich glaube, wir haben vorhin auch schon Eisen gemacht, oder? Genau, perfekt. Die Hälfte ganz grob und hier auch.
Dann machen wir uns noch ein paar. Hier haben wir das die Sticks. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mit hier mal Sticks Banner. Jetzt nehme ich mir immer mit. Jetzt sind nicht viele, sondern wir ein paar Dinge auf Reserve haben. Die Spitzhacken haben wir, das passt. Schaufel brauchen wir keine, Schwert haben wir. Hier ist einer, aber hier ist okay, krass. Ja, die Uhr können wir hier lassen, das bringt uns aktuell nichts. Ich will nur hier Spitzhacke machen wir noch eine Seite. Und Verzauberungstisch machen wir uns auch. Wir haben oh, keine Bücherregale, fuck. Ja, Obsidian. Wo tun wir uns denn hin? Die Frage. Wir haben Platz. Ich brauche Bücherregale, oder? Oder einen Verzauberungstisch. Verzau. Table. Enchantment, hä? Einen Webstuhl können wir machen. Okay. Buch brauchen wir Leder und 3 Papier. Papier haben wir schon 10. Können wir eigentlich zu genügen machen. Andere Verlage. Entschuldigung, ich hab's gerade nicht. Tisch selber nicht, aber um Level 30 eine Chance zu bekommen. Jetzt glaube ich, brauchst du, oder? Ein Buch. Tisch selber nicht. Sagst du. Ach, für den Tisch brauche ich keine Bücherregale. Jetzt, okay. Aber ein Buch, wir haben Kühe hier in der Nähe. Ich denke, ich habe vorher schon mit einer geredet. Die würde unser Leder überlassen, hat sie gesagt. Also, die ist so aufopferungsvoll und hat gesagt, so, ja, klar, wenn du es brauchst, komm. Ich habe gesagt, zeig mir dein Schwert, ich will das mal sehen. Die ist cool damit, ja, genau. Hat sie noch nie ein Schwert aus der Nähe gesehen, hat sie gesagt gehabt. Wenn ich das zeige, dann kriege ich Leder für, hat sie gesagt. Hat sie vor dem Stream noch mit mir ausgemacht. Ja, vielleicht pennt der noch. Das sind Sugels. Ein Haufen Sugels. Ist sogar rosa scharf, ernsthaft? Tatsächlich. Der Seed von dir war genial, ohne Scheiß. Der Seed ist mehr als genial. So dermaßen richtig geil. Also, ich habe im Dorf noch gar nicht richtig gesucht, muss ich ehrlich sagen. Müssen wir vielleicht einmal machen. Hier ist er. Jetzt warte mal einen Moment. Mein Problem ist, machst dir aber lieber schon mal eine Kuh vom Jahr, ich weiß. Mein Problem ist, ich sag mal, viel Mod-Wissen. Problem ist jetzt nur, was war Mod und was war Vanilla. Ich glaube, es gibt zwischenzeitlich einen Rucksack in Minecraft. Richtig oder falsch? In Vanilla. Ich glaube, es gibt einen. Hey, bleib da. Eisenaxt. Und zwei. Ich kann mit den deutschen Begriffen nichts anfangen. Das war ein bisschen am Arsch, aber hey, war blöd. Warte, ich komme ins Wasser rein.
Und wenn wir Glück haben, haben wir ja ein Bücherregal irgendwo. Ah. Es gab aber einmal, ich meine, es gibt wahrscheinlich viele so Sachen. Ich meine, Kartentisch gibt es ja anderes Zeug. Auch den Wettstein zum Entzaubern. Ich dachte, Dichtenholz. Link. Ich dachte, sie haben ziemlich viel implementiert. Oder Drying Rack hat es gegeben, wo man Rotten Flesh zu Leder machen hat können. Ja, ich weiß. Wenn du bloß mal, wenn du vielleicht. Voll die Special-Hülle. Garage. Später. Aber das Dorf ist cool, okay, es ist ein Dorf da, aber es ist ziemlich schlecht gespawnt, sage ich jetzt mal. Leider. Okay. Genau, hier haben wir ein Smithing Table, genau. Das war mit. Also, ich weiß, die Dinger also sie haben eine Verwendung zwischenzeitlich. Man kann sie benutzen, auch den Webstuhl für Bauen und so Zeug. Ähm, ich weiß, sie sind dafür gut, dass man den Dorfbewohnern Jobs gibt. Mit denen kann man dann handeln. Rentiert sich wirklich, weil die ziemlich schnell ziemlich gutes Zeug verkaufen, sage ich jetzt mal. Oder tauschen. Ähm, ideal wäre halt, dass ich finde hier keinen, das habe ich gerade gesucht. Ein Farmer. Da hinten geht's weiter. Waren wir da gerade hinten? Ja, da waren wir gerade hinten, gell? Ich habe ein Ding, ich habe ein. Nee, hier waren wir noch nicht. Gott sei Dank, leere Karte. Ja, juhu. Papers. Wir können uns am Kartentisch mal was machen. Wie das mal drin? Da waren wir gerade bei dem. Die haben keinen Bauern, das ist so blöd. Mist, gerade der wichtigste. Mit dem könnte man traden quasi entweder. Ach, Beetroots gibt es ja auch noch. Stimmt. Genau, so fällt mir das ganze Zeug wieder ein. Also Beetroots sind auf jeden Fall dazugekommen. Als neue Frucht, genau wie die Beeren hier. Also Rana quasi. Oder die Rana. Aber nein, wir haben kein Ding, wir haben keinen Bauern. Shit. Blöd. Ja, gut, müssen wir uns ein anderes Dorf suchen noch. Da kann man dann quasi Dinge, das Weizen, das Zeug alles traden. Kriegt dann Emeralds. Mit den Emeralds kann man sich bei den anderen wieder kaufen. Also das System, das verstehe ich. Das ist relativ gut gemacht. Aber Moment. Du, du, du und die Karte lassen wir mal. Ein Fläschenverstaberungstisch wollten wir uns machen, genau. Da bin ich wieder weggekommen. Wasser immer lassen. Obwohl Wasser immer nicht mehr mit.
Spitzhack hin. Die Uhr lassen wir da. Und da Ausrüstung, genau. Die Uhr lassen wir da. Suchen wir ganz kurz die Kuh. Da waren 2, 3 und eine können wir umbringen. Da oben ist eine, sehe ich gerade. Also umbringen, ich meine, freundlich fragen, ob wir ein Stück Leder haben können. Ah, genau, du warst es. Du hast gesagt, ich soll das Schwert zeigen. Ah, schau, ja, genau, danke. Oh, schau, das hat sogar noch was zu essen geben. Ja, perfekt. Die war lieb. Weißt du, was ich hin. Wahrscheinlich ist wieder in die Höhle reingegangen, denke ich mal. Okay, das hat sogar 2 Leder gegeben. Oh mein Gott, schau mal, wie. Wahnsinn. Wie zuvorkommend das ist, gell? Also ich muss sagen, Respekt. Also irgendwie könnten mehr so sein. Ich weiß die ganzen Rezepte irgendwie nimmer und irgendwie trotzdem noch. Jetzt pass auf. 2 Dias brauchen wir für den Verzauberungstisch. Noch 4 Obsidian? Oder so? Okay. Buch und Feder. Können wir Sachen aufschreiben? Brauchen wir Tintensäcke dazu, glaube ich, irgendwie, oder? Ja, genau. Feder. Hier habe ich halt gar nichts. Grobe Erde. Man kann grobe Erde mischen. Oder was? Das ist so blöd an dem System, dass man quasi das Zeug erst freischalten muss irgendwie. Das finde ich blöd. Wieso habe ich jetzt hier keine normale Axt? Okay. Ja, ich war nicht da drin. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay, ich halte mir mal. Ähm, jetzt, genau, Kompass können wir jetzt machen, Bücherregal können wir machen, genau. Diamantenblock brauchen wir unbedingt. Bilderteppich, Kessel, ja, genau. Amboss haben wir schon gemacht, Zaubertisch. Im Drossan ist Seelenlagerfeuer. Ach, nice, okay, cool. Was? Stimmt, der Fässer gibt's auch. Ja, genau. In der Steinsäge, die wollte ich machen. Moment. Drei Polished Stone und ein Eisen. Die wollte ich machen. Genau. Geht mit Holz, glaube ich nicht, gell? Na, schade. Aber Vorteil, man kriegt das quasi, wenn man jetzt ein Ding rein tut, man kriegt quasi aus einem Stein auch eine Steintreppe raus. Nicht wie aus normalerweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steinen 4 Treppen. Quasi materialsparender. Was da? Geht es mit Holz auch? Ich glaube, gibt es das nicht, oder?
bisschen Theorie. Ah, genau, das ist ja alles Zeug, das kann man alles zuschneiden. Plattenspieler kann man machen. Wandervorlage, die brauchen wir für den Webstuhl. Pilzsuppe, genau, wir haben das goldener Apfel. Wieso kann ich ja, ich habe noch keine Karotte gehabt, wieso sehe ich das Rezept? Räucherofen haben wir schon gemacht. Räucherofen war besser für Essen. Geht schneller. Braucht aber die gleiche Ding, glaube ich. Normal, es gibt auch einen Blastfan, das gibt es auch noch, glaube ich, für Ding für. Es gab noch einen Ofen, der implementiert wurde, der Eisen schneller schmilzt. Also allgemein Iron oder Ingots quasi schneller schmilzt. Gab es auch noch. Armbrust, ja genau, mit Haken. Ach, das Hakenrezept habe ich nicht. Ich weiß, dass ich einen Haken brauche, aber ich weiß nicht, wie der Haken geht. Okay. Ah, Zaubertisch. Moment. Tun wir den hin? Tun wir den hoch da? Da nö, ich glaube, da machen wir hier Etage. Ähm, Bücherregal. Geht das? Wahrscheinlich nicht, oder? Bücherregal. Ein Abstand. Zaubertisch. Da will ich ihn haben. Haltbarkeit, Lapis Lazuli, okay. Das steht, ist da früher auch nicht da gestanden. Da war nur so, es war mehr so Glückssache, was man quasi kriegt. Das Ding mal beschildern, ich kenne mir in eine Kiste nicht aus. Okay, weg damit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurz weiter. Wir nehmen uns auch gleich noch ein bisschen Obsidian mit. Und Mighty, du hast vorher gefragt gehabt, zwecks den Mods, was bei 4 Players quasi möglich ist. Ich kann es dir sagen, wenn du magst. Ich habe es nebenbei offen. Gerade mal schauen. Wie gesagt, die Version steht dabei. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Zimmer-Modpack ist, ein 10 oder sowas. Das musst du quasi wirklich selber nachschauen. Du hörst zu, okay, Moment, da schaue ich kurz. Also es gibt die Standardversion natürlich ganz klar, die Vanilla. Dann gibt es Get Bucket, also der Lava-Eimer quasi mal. Take It, das sind die Launcher. Dann gibt es Feed the Beast Continuum. Das ist, glaube ich, Weltraumzeug. Feed the Beast Beyond müsste auch. Aber bei Continuum ist ein 6er steht da dabei. Aber 1.6.0 Java. Feed the Beast ist Beyond ist 1.11. Aber es gab jetzt wirklich die Java-Version. Da muss man mal schauen. Also nochmal. Craft Bucket, Ticket, Feed the Beast Continuum, dann Feed the Beast Beyond, Feed the Beast Factory 3, Hexit, der Mittelalter-Launcher, sag ich jetzt mal, den es da gegeben hat mit den Dingen, mit den ganzen Dungeons. Infinity ist dabei, ja. Feed the Beast Infinity Evolved. Dann Forge, allgemeinen Launcher. Tech Ages gibt es noch. Das ist auch ganz lustig, wo man quasi die ganzen verschiedenen Industriezeitalter durch muss. Feed the Beast Revelations. Spigot, also
Spigot, Spigot, so Wasser, und das kenne ich jetzt gar nicht. Take It Light kenne ich, Take It Legends kenne ich. Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock gibt's noch. Äh, und Agrarian Skies, Hardcore Quest. Kenne ich jetzt glaube ich auch nicht. Und Sky Factory 4 ist noch dabei. Oder Community Mods gibt es natürlich auch noch. Was will man die Community Mods oder wähle ich eine Community Mod aus? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es geht, aber ich denke, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt zum Beispiel jetzt einen Forge, da kann man sich die Mod selber draufhauen, das ist kein Thema nicht. Sie haben quasi den Get Bucket und Take It und einen Forge und Take It Lite Launcher haben sie drauf und Take It Legends haben sie auch drauf. Weil ich glaube nur Forge, Take It und Get Bucket, glaube ich, die Launcher sind und der Vanilla. Ähm, äh, ja, ich hätte Infinity Evolved oder Revelations. Revelations weiß ich gerade gar nicht mehr. Revelation. Was war Revelation? Ich habe fertige Modpacks nur wenig, also nur wenige gespielt, sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, Tschüss Lava. Allround Pack. Ja, aber ich muss mal schauen, was da genau dabei ist. Ich sage aber, was ich gern hätte, also wenn, die Version so aktuell wie möglich natürlich Minecraft, also so, aber wird schwierig werden, denke ich mal. Gute FPS und Performance. Ich hätte halt die ganzen Dinger, so Blood Magic wäre schon cool. Astral Sorcery wäre cool. Muss nicht sein, wäre halt cool, wenn man es hätte dabei. Evilcraft wäre nur noch cool. Das liebe ich ohne Ende. Natürlich die Standarddinger wie End-IO und so Zeug und ja. Oder auch die Inventory-Tweaks. Sind wir jetzt schon durchgerannt? Okay. Gibt so viel gutes Zeug. Ich habe die Take It Legends habe ich mal gemacht, das stimmt, das war aber, glaube ich, auch ein Mod-Pack tatsächlich. Die Dire-Wolf waren halt immer cool. Auf Feed the Beast, glaube ich, hat irgendwie ich weiß gar nicht, die hatten irgendwie so einen Allround-Vertrag mit Twitch, glaube ich. Das hat sie irgendwie aufgelöst letztes Jahr, dachte ich mir. Mit ich schauen wir es gleich an. Hm, Moment mal. Revelations. Was haben wir denn alles dabei? Modlist. Actual Additions, Actual Baubles, Advanced Machines, okay. Advanced Solar Panels, oh Gott. Ach, jetzt Wireless Terminal, ja gut, okay. Akashic Tomb, was war das? Ach, das war das mit dem komischen Ding, das komische Buch. Das war aber, glaube ich, irgendwie ein der Akashic Tomb oder war das Astral Sorcery irgendwie? Nein, Astral Sorcery ist auch dabei. Dann war das Ding, dann war das die Mod, wo man da quasi nachschauen können. Das Tomb, genau. Oder Tome. Okay, Astral Sorcery ist cool. Bad Wither, No Cookie. Base, Bobbles, BT Lib, Bad Patch, Better Advancements ist cool. Better Building, Better Builders Ones, okay. Also austauschen kann, ja, auch ganz nice. Biomes are Plenty ist nice, wobei, weiß gar nicht, ob es aktuell noch sein muss. Weil gut, es war ein altes Ding.
Blood Magic ist drauf, cool, Bookshelf, Botania war auch nice. Dauert ewig. Im Endeffekt bis danach kannst nicht so viel, aber es ist lustig zu machen. Chameleon sagt mir jetzt nichts. Chisel, gut ist klar, Chisel und Bits. Ach Gott, gebe Chisel und Bits weg. Alter, da kannst du halt wirklich totschüsseln mit dem Zeug. Code Chicken, CFA Core, Compact Scholars, Controlling, Cooking for Blockheads, ja gut, die ganzen Rezepte, Content Detection Mods, wo dann das Glas zum Beispiel stainless wird, okay. Custom Menü, Dark Utilities war auch nice. Diet Hoppers, okay, wo die einfach weniger Platz brauchen. Ender Core ist drauf, Ender IO ist drauf, Ender Storage ist drauf, Engineer Stores ist drauf, okay, Environmental Tech ist drauf, Extra Utilities, Extreme Reactors, okay, Fast Workbench ist drauf, das sind die kleinen, also die Fence Jumper sagt man jetzt nix, Flat Colored Blocks, ja, wahrscheinlich das, was heißt, flache gefärbte Blöcke. Foamfix Forestry kenne ich, ja, das mit den Bienen, das Zeug. Shadowfacts Forgelin. Wie hat das geheißen mit der riesen Schmiede? Tinkers Construct. Gendustry ist das mit den Dingen, genau. Immersive Engineering ist auch drauf, okay. Immersive Petroleum, Industrial Craft, okay. Inventory Tweaks, Iron Chests, auch sehr nice. Just Enough Items, Bees, Integrations, Journey Map. Wäre da auch nicht leicht auf dem Server, mache ich vielleicht noch. Mod Tweaker, Morpheus, Mousepads. Nice. Password Library, Julie Phosphor, sagt man jetzt auch nix. Placebo, sagt man jetzt auch nix. Project Red Core, sagt man jetzt auch nix. Quark, Quicklifting. Range Pumps, okay, das sind die Wasserpumpen, das Zeug. Reborn Core, Redstone Flux, kenne ich auch. Hat noch eins gegeben, das waren ein paar RF-Tools, genau. Das waren die Dinge, wo man dann, ach Gott, RF-Tools, wo man dann beamen noch können und das ganze Zeug. Das war, wo man sich einen Computer so mehr oder weniger aufbauen können. Storage Drawers, okay. Thonecraft ist drauf, okay. Samuel Foundation ist drauf. Okay, also Evilcraft habe ich jetzt nicht gesehen. Schade. Aber welche Version haben die? Was ist das für ein Minecraft? 1.12. Was? 1.12 wäre schon mal ein guter Anfang. Daher hat es lang für 1.07 plus gegeben oder noch für die 1.10. Ja, bestimmt, denke ich mal. Das glaube ich auch. Kann man eigentlich nach dem Start noch ändern, das Zeug. Ich würde sowieso, ich weiß gar nicht, was besser ist. Ich glaube, das sind wirklich feste Modpacks, glaube ich, die man da startet. Du kannst, glaube ich, hergehen, kannst du auch jetzt in den Forge Launcher drauf und die Modpacks separat rein kopieren durch irgendeine Liste, die du gehabt hast, quasi die man hat. Das ist relativ einfach, sage ich jetzt mal. Ist sogar mit Twitch Launcher damals relativ sehr einfach sogar gegangen. Der war da ziemlich gut, was es angegangen ist. Also mit dem Twitch Launcher, mit dem ganz normalen, mit der Windows App, sage ich jetzt mal. Da mit Minecraft da recht gut hin. Weil ich sage, die haben, glaube ich, den Vertrag mit FitBeast haben die, glaube ich, nicht mehr verlängert. Kann vielleicht sein, dass die FitBeast Modpacks nicht mehr drin sind jetzt. Denke ich mal, dass das der Grund ist. Nur so der Twitch Launcher. Aber kann man probieren, man kann da bestimmt Mods rausnehmen und Mods reinpacken, denke ich mal. Ich muss mich das beschäftigen damit. Oder können wir mal schauen, wenn es mal passt. Das ist vielleicht sogar heute noch mal schauen, wie lange ich heute mache. Vielleicht sogar heute noch. Weil gestartet ist der Server gleich. Also es geht von vorne Players geht richtig fix auf jeden Fall. Ich denke, das geht bei jedem relativ schnell, aber ich kann jetzt nur von vorne Players reden. Die Trade war damals auch gut, ja. Das stimmt schon.
Redstone. Iron, aber die ist ja noch nicht schlecht. Kannst du mal schauen, was bei Fit the Beast Infinity dabei ist? Infinity Evolved gleich was. Oder was es für eine Minecraft-Version ist, wäre mal interessant noch. 1.14 wäre auch geil. Aber ich glaube, das wird schwierig, dass wir die Unterwasserwelten dabei haben. Das wäre schon mega nice, aber ich glaube, dass die ganzen Modpacks alle nicht mehr drauf aufbauen. Ich glaube, das Evilcraft und das Zeug. Ich glaube, dass Evilcraft sogar 1.12 gar nicht mehr. Könnte sein, dass es auf 1.12 gar nicht mehr geht. Also Max, kannst du mal kurz schauen. Evilcraft. War sehr lustig. Ich meine, es soll wieder ein bisschen gehen, denke ich mal. Wenn da Modpacks drauf sind. Dann hat man Zeit, dass man da ein bisschen rumspielt. Aber Ding habe ich nicht gelesen. Ich meine, Ender-IO ist drauf, ja. Was waren die. War eben das ganze ME-Zeugs? Evilcraft gibt es für ein 16.5? Ender-IO auch? Also ich sag mal, meine Top-Maps, Top-Dinger wären Ender.io. Ding habe ich nicht gelesen. Magical Agriculture. Mystical Agriculture, Magical Agriculture, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich schau über die Magical Agriculture, so ähnlich geil war das. Wo die Pflanzen züchten aus können, mit allem möglichen Zeug. Das wäre interessant. Wenn Astral Sorcery ist lustig, aber jetzt, ja. In Astral Sorcery kannst du halt offiziell ganz legitim fliegen. Und das schaut halt sau nice aus. Hier ist eine Mine. Ja, Jetpacks. Jetpacks waren mir immer zu blöd. Mystical Agriculture geht bis 1.16.4. Okay. Die zwei sind cool. Evilcraft und Mystical Agriculture. Und ich würde Modpacks so aktuell wie möglich gern haben. Also wirklich so. Wie ich gesagt habe, also einfach die Version so aktuell wie möglich. Hatti, hi! Ui. Hatti kommt mit Zombies greifen, Mann. Ein Zufall? Ich denke nicht. Was haben wir da? Frei noch ein bisschen Mine. Wir sind gerade am Mod zusammenstellen, Kathi. Ich glaube, dass Minecraft
hast gesagt, hab nie allzu lang gespielt, gell, weil du ein bisschen Probleme leider mit dem Motion Sickness Zeug hast. Aber du hattest auch nur Vanilla gespielt, glaube ich, hast du gesagt gehabt, meine ich, oder? Dacht. Ähm, Ich würde jetzt selber mal irgendwie so Modpack-mäßig ein bisschen. Ach so, okay, Modpack auch, gut. Stimmt, das war da alles. Stimmt. Ähm, Was waren an Modpacks, die dir gut gefallen haben? Also Modpacks, was waren an Mods, die dir gefallen haben? Ich sag Evilcraft ist Pflicht, Mystical Agriculture ist Pflicht. Okay, Kohle mehr. Ähm, Wir gerade mal ein bisschen. Ich hab da irgendwie Kohle liegen lassen, oder? Achso, ja gut. Ach, aber Dekokraft. Dekokraft brauchen wir auch unbedingt. Dekokraft war richtig nice. Ich meine, die Anforderung, die ich habe, ist natürlich wieder zum Kotzen. Äh, Möglichst aktuell, nach Möglichkeit 1.16 wäre schon nice. Mindestens aber 1.14 Minecraft. Natürlich sind die ganzen Modpacks drauf, ist ja klar. Oder die ganzen Mods drauf. Evilcraft gibt es 1.16.5, finde ich schon mega nice. Evilcraft war so dermaßen geil mit dem Necronomicon. Das war schon richtig cool. Da sau schwer. Blood Magic habe ich gefeiert ohne Ende, aber gut. Das ist die Geschmackssache. Astral Sorcery war sau cool. Und die Technik-Mods waren auch lustig. Ich habe NDIO zum Beispiel auch gefeiert, aber müsste ich mich entscheiden? Ich glaube, ich würde eher auf Evilcraft das Zeug hinlangen. Ah, okay. Na gut, mal schauen. Hast du gespielt, okay. Kein Problem, Kathi, kein Problem. Es gibt halt wirklich ein paar richtig schöne Mods. Also da, Magical Agriculture zum Beispiel, oder wie es heißt, du kannst zum Beispiel aus allem, was es gibt, wirklich allem, Diamanten, Netherstar, Lapis Lazuli, Gold, Eisen, scheißegal, was man machen kann, kannst du Seeds machen quasi. Es dauert ewig, bis du so Zeug hast, aber wenn du so ein Seed einmal hast, dann wächst quasi wirklich die ganze Zeit Eisen auf dem Feld. Oder Diamanten oder Netherstars oder was man da einfach alles braucht. Und das ist schon massiv immer irgendwann einmal. Dauert ewig lang, bis man so weit kommt. Also das Zeug ist wirklich nicht billig. Modern HD, okay. Das glaube ich ist wirklich dann für aber verschiedene, dann wahrscheinlich modernere Möbel und so Zeug hat, denke ich mal, oder? Also ich weiß halt, Dekokraft ist sau cool, das kann man wirklich mit Lehm und so Zeug da machen. Und dann wirklich die verschiedenen, da gibt es dann auch Toiletten und lauter Zeug. Also das ist natürlich nur wenige Sachen wirklich benutzbar, dass man sich hinsetzen kann. Okay, also Modern HD sagt das mir nichts. Aber für hübsch sparen, ich dachte mir sehr gut. Aber ist auch cool. Mag ich auch. Wird sowieso, ja gut, ich gehe mal kurz zurück. Du hast das Haus noch gar nicht gesehen, glaube ich, gell? Ich habe das komische Bautenhaus, das wir letzte Mal gemacht haben, ein bisschen fertig gebaut, ein bisschen verschönert. Also zumindest mal von außen. Wir haben gleich eine Mine, das ist mega nice. Mega Nize. Ah, Modern HD war ein Texture Pack.
Ah, Entschuldigung, Kathi. Ich gehe jetzt. Also ich weiß nicht, ob gehen besser ist. Aber wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich renn mal nochmal mit Ankündigung. Muss wegschauen. Dauert nicht lang. Ich sag das, wenn ich wieder gehe. Oder wenn ich aus dem Keller raus bin. So, jetzt darfst du wieder. Genau, quasi da waren wir gerade drin, in der Höhle. Das quasi ist der Keller vom Haus. Hat aber so eine Treppe runtergebaut. Das habe ich das letzte Mal gemacht, wo ich gesagt habe, wo ich Tanker angeschaut habe nebenbei. Habe ich das da ausgebaut. War alles voll. Also hier war ein Loch drin, das war das einzige. Ungefähr so 2 Felder breit, was zur Mine runtergegangen ist. Aber der Rest war komplett massiv. Stockwerk, 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 Stockwerk. Das Verteidigungstisch haben wir vorgebaut. Und nochmal Stockwerk, das war alles voll. Und hier kommen wir quasi raus. So, habe ich nur Tür reingemacht. Das war mal der reguläre Keller. Auch um 3, 4 Felder tiefer zwischenzeitlich. Das ist aktuell noch Lager herin, muss ich noch umbauen. Das glaube ich kanntest du noch mit den Feldern, die wir gemacht haben. Das war bloß professorisch. Indoor Farming quasi. Das ist aktuell der obere Stock mit, ich sag mal, einigermaßen, zumindest innen drin, Kamin, was mit Vanilla so geht. Bett kann ich gerade nicht schlafen. Der Dachboden, ich sag, da wohnt die Sadako von The Ring. Die kommt aber erst noch, also die zieht noch ein. Die wohnt dann meistens da. Und dann zeige ich es mal kurz von außen nochmal. Ich weiß dann noch, wie es ausgeschaut hat, glaube ich. So schaut es jetzt aktuell aus. So die Hütte und quasi der Keller geht da hinten raus. Schaut schon viel besser aus, finde ich auch, ja. Aber noch in Arbeit, also wird noch erweitert. Mein nächstes Endermensch wieder. Mein nächstes Projekt, das ich noch gemacht hätte gern, wäre hier. Irgendwo hätte ich gern so einen Aussichtsturm, wo ich dann auch von unten reinkommt. Irgendwo da oder irgendwo. Vielleicht auch da, direkt gleich. Hier kommen wir raus. Hier ist die Tür. Mal schauen. Aber, und auch dass du auch noch mal kurz siehst, ich habe nicht beschissen. Sieht man hier. Also ich habe schon ein bisschen was. Eiseen.
Stall und so Zeug will ich auch noch bauen. Also das Typische einfach. Bisschen was. Ja. Ja, ich sage, das war alles. Wie lange dauert Tankel? Eine Dreiviertelstunde? Davor habe ich ein bisschen Streamer angeschaut und da quasi, das hier war, ich glaube, zwei- oder dreistöckig. Da habe ich quasi das noch rausgegraben. Oder irgendwann quasi da reinbuddelt. Dann quasi hier alles ausgegraben und natürlich auch die Wand austauscht. Das war teilweise auch vorher alles irgendwo anderes Material. Das war ja alles, hier war komplett voll massiv wie hier. So quasi wie das da. Die Treppe muss ich noch ändern, die gefällt mir nicht. Die habe ich bloß hinbaut, weil da vorher kein Boden drin war, also musste ich irgendwie nach unten kommen. Aber ist immer so ein Standardding von mir. Haus, tiefer Keller drunter, nach Möglichkeit irgendwo in eine Mine rein. Ich hatte mal das Glück, dass ich in einem Haus war, wo quasi direkt unter meinem Haus eine Mine war. Das war halt mega nice. Prügel die Kartoffeln schon mit Kotelett. Weizen wird auch verprügelt. Potato Ace. Nein, die ganze Zeit die rohen Kartoffeln verrissen. Da gibt es halt auch so viele Mods dafür, die das quasi einfacher machen. Better Building oder wie es heißt, also Zeug, und dann wo dann das Zeug aber viel, viel besser gesetzt werden kann. Was ja auch neu ist, man kann jetzt quasi, auch wenn es ziemlich genervt ist, sag ich jetzt mal, äh, dauerhaft Bone Meal selber herstellen. Dauert ewig, aber man hat endlich eine Verwendung für die Seeds, die übrig bleiben. Weil man kann natürlich die Hühner füttern damit, also klar. Es gibt quasi jetzt also Kompostierhaufen, wo man quasi die Seeds einfach reinhaut. Weil die brauchen einiges, so ist es nicht. Aber wenn es quasi mal voll ist, damit es so weiß wird, ja, das quasi, wenn man nochmal draufklickt, kommt der Baummehl raus. Es ist nur eines, aber ich meine, hey, ähm, uh, Potato AI, mal Potato AI, Seeds. Wenn die Seeds nehmen ziemlich schnell überhand, das weiß ich. Den Schlüssel haben wir hier, haben wir hier auch rein. Schneizels. Ein richtig gutes Schneizel. Wer kennt's nicht? Ja, es ist aber wirklich seit Version 1.10 weiß es gar nicht. War dann die Version, also 1.07 war so der Standard, die irgendwie jeder kannt hat. Ich bin auch schon seit Anfang an eigentlich dabei, seit der, auf jeden Fall nein, seit der Alpha. Seit Alpha. Weil es wurde dann zur Beta und da haben sie die ganzen Nix zurückgesetzt, glaube ich, in das Zeug. Aber ich kenne die zweifarbigen Bäume, kenne ich auch noch. Wo wirklich jeder Baum ein Oak Tree war und einfach teilweise zwei verschiedenfarbige oder drei verschiedenfarbige Blätter gehabt hat. Und ich kenne noch die Zeit, wo es noch einmal Treppen gegeben hat. Also, wo wirklich eine Treppe, wie die Treppen rauskommen, so, wow, es gibt Treppen in Minecraft. Oh mein Gott. Was? Oder waren es die Slabs? Nein, ich glaube die Treppen. Oder Slabs. Kann ich mir genau sagen. Also eines ist einmal gekommen von dem Zeug und das weiß ich und das war ziemlich früh. Also Schild ist neu natürlich seit der 1.12 oder 1.13 war das Combat Update oder war es die 1.10? 1.14 war das Wasser Update, glaube ich. 1.16 ist das Nether Update. Können wir übrigens auch mal sehen. Ah, das machen wir jetzt kurz. Wir holen uns Dingens. Da können wir herum auch machen.
Obsidian. Wasser habe ich dabei. Ähm, ich rede mal kurz, Kathi. Jump ein bisschen rum. Jump, 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 jump. Hey, hey. Ja, Schuld ist schwierig. Also damals mit dem. Ah, okay. Kannst mal kurz herschauen? Also ich renne gerade nicht. Das Ding haben wir gefunden. Also der Seed ist von Mighty, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das habe ich ausgraben gehabt. Das war anscheinend bauen die da oder haben die da ein Portal gebaut. So Dinger gibt es jetzt auch. Nether Update. Das spawnt quasi hier irgendwo. Das ist eigentlich, sag mal, ein fast fertiges Portal oder das ist Crying Obsidian. Für was das ist, weiß ich auch nicht. Also ich kenne auch einige Sachen nur vom Namen her. Es gibt zwischendurch die Lagerfeuer. Es gibt auch Soul Torches, also blaue Lagerfeuer und blaue Fackeln und auch blaue Laternen. Mega nice. Also selbst Vanilla Minecraft ist zwischendurch richtig cool, man mit Dekorieren und so Zeug, finde ich. Also das hat sich schon wirklich viel getan. Auch das mit Gras ist viel neuer, also ist viel neu. Wenn du Nether noch mitgekriegt hast, dann bist du eigentlich im aktuellen Update, glaube ich. Ich glaube, ein 16 war das Nether-Update. Und ein 17 soll das Höhlen-Update werden, glaube ich. Und ich glaube, ein 16 war das Nether-Update. Du bist eh komplett aktuell, würde ich sagen. Da sind Kühe, da genau, da haben wir Lava. Wie war das jetzt? Muss runterlaufen, gell? Genau. Lava lassen wir noch. Der kennt sich die gute Lava. Es gibt jetzt auch im Nether gibt es ja quasi auch noch neue Rüstung, Netherite, also neues Material. Ich hätte so gefeiert, wenn das Kobalt und das andere heißen, die zwei oder drei Dinger. Nether-Update. Hast du den Nether mitgekriegt? Oder hast du das Nether-Update mitgekriegt? Ich meine, der Nether ist ja uralt. Nether-Update ist ja wirklich, dass es komplette Biome im Nether gibt. Mit neuen Mobs und alles Mögliche. Also Nether hast du, ja, Nether gibt es ja immer schon, okay. Ich, Nether war vorher Rot und Lava und Ende. Was es gegeben hat, waren die komischen Dinger, waren die Ghasts und die Pikmin hat es glaube ich damals auch schon gegeben. Die Viecher, die Zombies. Aber jetzt gibt es ja nochmal verschiedene Dinge. Es gibt Lava Strider und so Zeug, oder die Wither-Skelette gibt es ja, hat es damals glaube ich auch schon gegeben. Die hat es auch schon gegeben, genau. Und die komischen Feuerviecher hat es auch schon gegeben, glaube ich, diese Feuer schießen. Kobold und Ardite, genau. Manulium, genau, genau, genau. Also wenn du so lange draußen bist aus Minecraft, dann 6, 7 Jahren, wann ist offiziell rausgekommen? 2011, glaube ich, oder 12 oder 12. Ich sage, ich habe es davor schon gehabt eigentlich, aber ach, Energie noch. Okay, das sind Spiders. Ja, das brauchen wir eh. Ähm,
Aber ich weiß gar nicht, wie lange das Combat Update her ist. Ich renne mal. Nur zur Vorsicht. Was Combat Update der 13? Ich glaube schon. Was ist schon wieder 7 Jahre her? Äh, 15 hast du den Unfall gehabt, okay, na gut. Das ist ewig schade. Was bist doch du? Ah, Zombie Villager, okay. War vor 1.12 das Combat Update? Ernsthaft? War das 1.10? Ja gut, es hat ein 1.07 gegeben. Dann gab es lange Zeit nichts kommen. Und nach dem 1.10 haben sie dann einfach rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob sie es bei 1.11 gemacht haben oder ob es irgendwas gegeben hat. Keine Ahnung, ich könnte es gar nicht sagen. Also ich glaube 1.13 war oder 1.14 war interessant. 1.16 war ganz ein großes. Komm, das war vor 1.13. Vor 1.12. Ah, ich habe es gerade ignoriert, absichtlich, Alice, tut mir leid. Ich wusste, dass die Katte gleich schreit. Ach Gott. Hi! Willkommen zurück. Ich weiß, ein paar Modpacks, die ich gespielt habe, waren mit drin und die waren nicht neuer als 1.12. Ah, okay. Glaube ich dir mal einfach so. Kati! Was? Ich schaue doch die ganze Zeit auf den Chat, da hilft das nichts. Ja, ich sag, ich dachte mal sehen, ich hab's kurz. Ich habe alles schon gelesen gehabt. Dachte nur, Moment, ja, mal schauen. Kommt bestimmt gleich. Aber ich renne nicht mehr. Ich schlafe jetzt gerade. Diamanten haben wir den Fortschritt. Diamanten. Ich renne doch wieder. Muss man abgewöhnen. Wir haben Obsidian. Wir schwufeln mal gemütlich raus. Machen wir unser Netherportal hin. Auch dann so ein Ding unten, hätte ich gesagt, oder? Wie viel braucht man für ein Portal? Ich bin ein Creeper, ich bin dumm. Well, den mindestens. Ja, ich habe. Ah, Stalker-Bildschirm, okay. Bin ich ja froh, dann renne ich ein bisschen rum. Ich will nämlich wirklich nicht, dass dir schlecht wird. Wenn du schon sagst. Ich freue mich dass du zuschaust, obwohl du schon gesagt hast, dass du da ein paar Probleme hast. Freut mich immer mehr. Okay. Hast du jetzt eigentlich. Ui. Hast du eigentlich die Fortnite Overwatch Season rumgebracht? Bist schon groß. Naja. Also Blöcke abbauen. Staffeln. Wir müssen Fortnite spielen bis zum Schluss. Keiner wollte Overwatch mit mir spielen. Ach Gott, Kati. Ja, ich sag ja, weil du. Ich jammer jetzt nicht. Ich bin schon so oft versetzt worden jetzt von dir. Ich hätte noch Payday auf der Liste. Wenn du es noch weißt. Warte mal, ich kann eigentlich nebenbei kurz, weil ich es gerade sehe. Ich kann es eigentlich wieder. Okay.
Kann es wieder ein bisschen laggy sein, der Server, aber ich habe jetzt aktuell mal wieder Ding angemacht. Ähm, was ich tue, Alice? Ich schaue gerade, was ich da mache. Also das hier war schon so in der Landschaft. Ich will bloß schauen, was das hier ist, das Crying Obsidian, ob ich das irgendwie krieg. Ob das kaputt geht jetzt. Nö, ich krieg's. Bei Minecraft hat man die Möglichkeit, wer schneidet was? Crying Obsidian, wer schneidet weinender Obsidian heißt es auf Deutsch, okay. Wer schneidet Zwiebeln Erfolg, okay, nice. I guess. Man hat in Minecraft quasi die Möglichkeit, in verschiedene Welten zu reisen. Unter anderem quasi in den Nether, also die Hölle. Und ich habe nur geschaut, weil ich das oben sehen wollte. Dazu braucht man Obsidian. Das ist das Material hier. Kann man nur mit so einer blauen Diamantspitzhacke, wie ich da habe, abbauen. Da dauert es ziemlich lange. Man braucht halt mindestens 10 Stück, glaube ich, hat Mighty gesagt. 3, 4. Das haben sie doch auch geändert. Man kann doch, ich glaube, die Portale kann man jetzt größer und kleiner machen. Minecraft-Raps. Ich weiß nicht, also ich kenne das, wenn du so Songs meinst, teilweise. Ich kenne das von dem Creeper, das Boom, Boom, Boom. Was hast du eigentlich gemeint mit ein Yo, I know, mit dem Versetzen oder mit was hast du gemeint? Rapse. Ein Rap, ein Raps und viele Rapsanten. Also die, ja gut, das mit Creeper kenne ich zum Beispiel, ja. Skeleton Rap kenne ich jetzt nicht. Ja, LS, die Tiere kann man fangen indirekt. Man kann sie anlocken. Die Schweine mit gelben Rüben, mit Karotten. Die Kühe und die Schafe mit Weizen. Hühner mit Weizenkörnern. Kann man dann auch, Pferde kann man mit Äpfeln zähmen. Geht alles. Auf Pferde kann man reiten, kann man einen Sattel machen. Kommt alles noch. Geht ja. Aber die Tiere kann man eigentlich nur füttern. Wenn man es quasi füttert, dann wären es geil. Dann vermehren sie sich quasi. Dann kommt ein kleines Tier raus. Und Ende vom Lied ist eigentlich nur das, das kann man eigentlich nur machen, um sie zu schlachten, effektiv. Also von Kühen kriegt man Leder, von Schafen kriegt man Wolle. Gut, Seil gibt es auch, ja gut, logisch. Aber das Problem an Seil, Kathi, ist, dass man Schleim braucht. Das sind heiter Pferdl. Ui. Da ist wieder so ein Enderman drum rennt. Genau. Nether quasi gibt es die Hölle und es gibt auch das End, wo die Dinger daher sind. Das Viech da, wo ich jetzt nicht anschaue. Wenn ich anschaue, dann greift er mich an. Der da. Und Endermen können quasi alles aufheben, was überall Blöcke rausziehen, wenn sie möchten. Da war er. Die können sich ja teleportieren. Okay, Glück gehabt. Ich habe schon einen umgebracht. Ich habe schon einen Grasblock. Action hier. Geht schon. Sehe ich nicht mehr. Es gibt auch, was gibt es noch? Esel gibt es auch. Alpakas sind neu. Aber ich sage halt, wie gesagt, mit dem Ding mit den Seilen, das geht auch noch, ja. Aber wenn man nicht unbedingt einen Händler gerade umbringt, der zwei so Alpakas dabei hat,
der auch unter anderem sehr, sehr nervig sein kann. Dann kriegt man kein Seil nicht. Es sei denn, man hat Schleim. Und Schleim ist echt ein Problem. Sumpfgebiet habe ich noch keins gesehen. Und das spawnen, glaube ich, auch nur irgendwie Vollmond, Neumond, irgendwie so. In gewissen Gebieten spawnen es dauerhaft, weiß ich. Weil wir hier nur Schleimgebiete in der Nähe hätten, das wäre massiv insane. Also da hätten wir ja. Hm, wo ist eigentlich gerade vorhin die Lava, die ich abgebaut habe? Dachte ich mir. Irgendwo, da war doch die, oder? Ja, aber genau, aber Sumpf ist. Ich habe hier, glaube ich, keinen Sumpf in der Nähe, da müssen wir erst suchen. Ach, More Creatures waren noch cool. More Creatures hat es noch gegeben. Das waren noch richtig coole, sagen wir es, Mod. Waren sämtliche Vögel dabei und Elefanten geraten, was? Okay. Wieder der Enderboy. Oh, da hinten ist ein Villager. Illager heißt es nicht Villager, Illager. Die Bösen. Warte mal. Okay, Overwatch ist drauf, Kathi. Es wird finster, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Äh, ja, aber trotzdem zu denen hin. Jetzt sind sie gar nicht da. Doch sind sie. Oh, ist hinter mir. Nee, nee. Magel zu groß. Ich sehe nichts mehr. Da ist Lava. Da schwuppelt schon das Skelett rum. Alter, ich habe keine Schimmer, wo ich bin. Hilfe! Ähm, da hinten so grün. Was ist das Ding? Also hier, genau, das dürfte jetzt Vollmond sein, I guess. Oder nicht? Bin nicht sicher. Aber dämlich, weil ich mir überhaupt keine Markierung gesetzt habe.
Leuchtet auch drin, da ist ein Enderman. Ripperino. Was leuchtet denn da eigentlich so? Ah, nur Lava, oder? Ah, da war das, okay. Hier haben wir abgebaut, das heißt quasi in die Richtung geht's heim. Hi. Ja, genau, jetzt passt's. Ja, halt's mal, komm. Gut. Genau, da hinten haben wir so ein Ding, passt. Wir sind am richtigen Weg. 2, 3 Viecher haben wir hier. Wisst ihr nicht? So 2, 3 kleine. Überall haben wir noch einen Eingang. Boom, boom, boom. I can't stop singing. Genau. Genau, das meine ich. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. Das ist cool, genau. Das kenne ich. Aber von der Weite schaut es gar nicht so schlecht aus, unser Häusl, würde ich sagen. Hat was? Also muss ich jetzt ehrlich sagen. Quasi ist ein Skihotel. Irgendwie, aber ich habe es im Auto. Tatsächlich. Sumpfig. Das ist so. Es sind 2, 3 Viechers auf jeden Fall. Oh, da hast du mir jetzt gerissen. Ich meine, da ist ein Creeper drin. Die zwei kenne ich jetzt gar nicht, glaube ich. Moment mal. Ich schau mal kurz, ob ich die auf die Sounds finde. Mit, das ist aber nicht das Ding, das ist nur der Sound. Oder ist nur die Sounds, okay. Creeper Rap. Ich glaube, es ist nicht drauf. Nö, leider nicht. Ich dachte, vielleicht ist es drauf. Hätte er sein können. Das höre ich morgens beim Zähneputzen. Den Enderman-Rap. Den glaube ich kenne ich jetzt gar nicht. So, ui. Boah, Alter. Spiders. Aus der gerissen am Busch. Und das ist halt creepermäßig, das ist halt nervig. Die verschwurbeln halt die ganze Landschaft nach und nach. Ich habe schon überlegt, ob ich den Mob Damage ausmache, also die, was das Surroundings-Zeug angeht. Aber wäre irgendwie auch langweilig. Ist so massiv kacke, wenn er es macht, aber. Warte mal. Hui. Nein, ich komme nie wieder raus, doch. Die Berg, das schaut halt auch cool aus. Ist das nicht ganz klar oder was ist mit dem? Ah, okay, das wird noch cooler. Sagst du quasi. Okay, die Connection hier fehlen, aber das könnte man nochmal. Also Potenzial ist ja ohne Ende, also dass man was bauen kann. Gibt so viel Zeug. Das schaut doch sumpfig. Nee, es schaut nicht wirklich sumpfig aus. Creeperino. Mhm.
Da will ich hin. Machen wir mal kurz ein Netherportal, schauen wir mal kurz in den Nether rein, würde ich sagen. Nether rein. Wer kennt noch nicht den Nether rein? 500.000 Ocelots, das stimmt, die sind brauchbar. Katzen am einen, ey. Vom Creeper habe ich auch. Habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich, oder? Vom Creeper. Der Geister-Creeper, weil der mit dem Greenscreen nicht ganz kooperiert. Achso, Ocelot. Okay, cool. Ich habe die Creeper. Ich habe mal so eine Diamantspitzhacke aus. Ja, so Stoff, Plüschzeug. Aber die habe ich leider nicht mehr. Ein Plüsch-Ocelot. Ein Plüschlot. Merk schon, Gamer Girl live. Ausgestattet vom, was allem, Tasse über Badeanzug, über alles mögliche Plüschtiere. Ich würde sagen, das reicht jetzt. Den nehmen wir noch mit den einen. Bauen wir unser Portal auf. Genau, die Sailor Moon Tasse. Die ist heilig, weil es die Farbe wechselt, oder? Das fangen ab. Hast du Schlüpfe mit Papier mächtiger. Ja, siehst du, yo, kommt der Motivationszombie schon wieder durch. Der Zombie. Yo. Komm mal, Kati Kaffee. Kommt der Zombie raus. Hi. Eisen. Wolken und Schwurbel und Glitzer so toll. Das weißt du, was du machen musst. Nächstes Mal das Intro von Sailor Moon singen. Auf Deutsch. Aus Moonlight den Setzer auf Japanisch kannst singen oder das Deutsche. Hast du aussuchen. Pfeile. Auf dem Mondstein fest und du spürst die Kraft. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Genau. Wobei ich, mehr weiß ich weiß nur das, halt den Mondstein fest und du spürst die Kraft. Weiß, weiter weiß ich nicht. Portal machen wir mal ein bisschen niedriger, oder? Weil doch nervig laut. Ja, Portalraum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wird sich ausgehen. Hm.
Uh. Eine meiner Lieblingssendungen. Okay, Alice ist dabei. F1 wollte mir die DVD-Boxen teilen und zum Geburtstag kaufen, aber das konnte er sich nicht leisten. Das war voll süß und er hatte dann voll die schlechte Gewissen, dass er das nicht leisten konnte. Oh mei. Ah, das Zeug ist aber auch scheiße teuer. Also, ich kann nur so viel sagen, ich habe in Japan die Preise gesehen. Leck mich am Arsch. Ohne Scheiß. Also, uiuiuiui. Da kaufst du die DVD, da sind 3 Folgen drauf und die kostet einfach mal auch 30 Euro oder 20 oder so ist es nicht. Also, Japan ist da insane, was das Zeug angeht. Da ist Deutschland nur richtig, oder Österreich wahrscheinlich ist egal, genau dasselbe. Nur richtig, 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 richtig human dagegen und ich finde es trotzdem teuer. Kannst du so sagen, du kennst Mila Superstar auch. Mila kann lachen wie die Sonne über den Fujiyama. Mila kann machen, was sie will, was auch keiner sah. Mila kann fliegen wie die Schwalben über den Fujiyama. Ja, genau, das meine ich. Aber zumindest ist die komplette erste Staffel. Das zahlst du in Japan für, ja. Na gut, okay. Doch für die Staffel. Kommt drauf an, wie viele Episoden. Card Capture Sakura ist was anderes. Alice kennt Mila. Aber Card Capture Sakura kenne ich auch. Ja. War zwar nicht so mein Fall, sag ich jetzt einfach mal. Machen wir da einen. Also ich habe es damals mit einer Freundin von mir oder mit einer Ex-Freundin quasi angeschaut. Was ich geliebt habe ohne Ende war Ranma einhalb. Das war saulustig. Brauche ich nicht, aber machen wir. Schaut besser aus. Kennt ihr Ranma einhalb? Stimmt, oder? War auch lustiger. Bisschen gut. Also ich fand es halt lustig. Es ist halt quasi der Ranma Saotome, hat er geheißen. Ich kenne die Serie in- und auswendig. Wurde quasi, war mit seinem Vater am Kampfschullehrer, sag ich jetzt mal, unterwegs in China und hat quasi da geübt und ist quasi, hat in den verwunschenen Quellen geübt. Und die verwunschenen Quellen waren halt quasi immer so Quellen, wo irgendjemand ertrunken ist. Und er quasi ist halt quasi in die Quelle des verwunschenen Mädchens oder der verwunschenen Jungfrau, glaube ich, reingefallen. Und quasi ab dem Zeitpunkt, wenn er quasi mit kaltem Wasser in Berührung kommt, wieder zum Mädchen. Sein Vater ist in die Quelle des verwunschenen Pandas reingefallen. Wenn quasi er mit Wasser in Verbindung kommt, mit kaltem, wieder zum Panda. Hält immer so Schulter hoch. Während da sind nicht so viel dabei gewesen. Eine wird zu einer Katze, der Ryoga-Guy war es, der wird zu einem Schweinel. Also, sau lustig. Ich fand's super. Hat er 160 Folgen, glaube ich, gegeben oder sowas. Plus Filme und Special und Hammelblau. Was? Das sind die Lamas. Ja. Ja, der Käufer ist aktuell unsichtbar. Kann man gleich mal rausziehen. Haben wir aufs Maul. Was meine Lehrer damals im Manga geschenkt bekommen, da geht es um einen, der zum Mädchen wird, der niesen muss. Ja, 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 gibt's auch. Ist es, was hast du gegeben? Äh, Tulavru?
To Love Ru. Also, denke ich mal. Das hat's gegeben. Da war zumindest einer dabei. Das war aber irgendein Außerirdischer. Also wenn er genießt hat, dann hat quasi sein anderes Ich, war dann quasi seine Schwester, so nach dem Motto quasi die Führung vom Körper übernommen. Also To Love Ru kennst du, okay. Dann glaube ich, kenne ich es nicht. Nehmen wir jetzt mal ganz kurz Obsidian mit. Sicherheitshalber. Das war ja der. Also der Händler da. Harem Anime Yahoo. Ach, ich finde auch, was ich ganz lustig gefunden habe, war Monster Girls. Everyday Life of Monster Girls, also Monster Musume no Nichijou. Kurz Creeper schauen, ob irgendwo Creeper ist. Da Creeper. Nein. Da Creeper. Nein. Was? Skeleton Rider war hier. Cory war Zombie das kann. High School DxD war auch cool, aber Cory war Zombie das kann war auch super. Das Ding mit der Yu, mit der Nekromantin. Sau nice, ja. Stimmt. Also gut, von beiden finde ich war nur die erste Staffel richtig gut. Was auch sau lustig war, war, doch, war, genau, das war High School DxD, genau. Mit, mit Ob-Beiträgen. Der rote Drache, der quasi dann zum gespött wurde. Der mächtigste Drache vor allem. Hinternliebe. Ich kenn's auf Deutsch nicht. Der hat Schleimse. Der hat Schleimse. Der hat Schleim. Kugelfischeimer brauche ich nicht. Grauer Farbstoff. Slimes. Slimes. Gib mir Slimes. Okay, du bist in dem Fall jetzt ganz okay. Ich lass dich leben. Wasser bringt mir im Nether nichts. Feuerzeug nehmen wir mit. Brot kann man da lassen. Resten nehmen wir noch mit. Wir müssen auf Hinternliebe kommen jetzt. Das war so ein Ausdruck in High School DxD. Ah, du musst aber als wenn du kennst ja dann bestimmt das Ending von High School DxD. Die Vampirtus, ja, die komische Blatt-Dingsbums da. Blatt-Ninja. Nether. Okay, Feuerzeug hat einen Use-Button, seit wann das? Jetzt ist das geil. Nether. Genau. Und das sind neue Nether-Biome. Beispiel. Gibt neue Gegner, die tun wir aktuell immer noch nichts. Die schauen auch neu aus. Wurden überarbeitet mit den komischen Ohrlappen da. Und die gibt es auch neu. Das sind die Strider. Da kann man sich draufsetzen. Glaube ich. Wirrwarzenblock. Was ist das da? Blitzlicht, okay, neue Lichter. Ah, genau, mit dem Zeug da, mit dem Wirrpilz kann man, glaube ich, in einen Angler drauf reiten. Data Life war auch cool, das stimmt allerdings, ja. Data Life war auch nice.
Gibt so viele gute Animes. Ich meine, da muss der Gast, ich sehe ihn. Da ist er. Ja, ja, die Dinger kenne ich. Das Zeug ist tatsächlich in Japan ist das Katastrophe. Das Fanservice-Zeug da ist echt ist echt schlimm. Die stehen halt voll auf das Zeug. Ui! War das knapp. So Quarz. Thomas ist der Anime-Guy für uns. Ja, nur die Sachen mit Fanservice. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Harem-Zeug auch nicht. Ui, ich bin tot. No! Machen Sie. Nein! Ich hätte zu bauen soll, ich Arschloch. Okay, wir haben alles verloren. Nice. Das Zeug verbrennt halt ein Lava. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag die meisten Dinge auch. Ähm, Es muss lustig sein. Und das Harem-Zeug ist halt ganz oft lustig einfach. Einfach blöd lustig. Und das mag ich schon. Ich muss mal schauen, es gibt so viel gute. Also da. Dürfte reichen, hätte ich gesagt. Wir brauchen einen Flint. Haben wir so ein Flint. Ein Eisen extra. Moment mal, Kohle brauchen wir noch für Fackeln. Oder Mega. Ja, Mega genau, genauso. Also, das passt ja. Das ist das nächste wieder. Der Dia-Schwert. Wir nehmen uns noch ein Pickaxe, machen wir uns mal zwei. Wir haben haben wir richtig raus, Eisenschaufel, Eisenaxt. Flint und Steel machen wir uns. Und dann machen wir uns Fackeln. Hätte ich gesagt. Was Sticks. Sticks mal da rein. Fackeln nehmen wir uns. Dann brauchen wir gleich noch. Ich kenne mich mit einer Kiste nicht aus. Fackeln tun wir dann runter. Ich daher, du kommst daher, du kommst daher, du da. Ich tue mal als Reserve da rein. Also wir hatten auch noch eins gehabt, okay. Hier können wir raus tun. Noch keinen Kompass. War der so? Jo. Heute brauchen wir gleich zwei. Map will ich auch eine. Hi. Bin ich.
Zack, 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 zack. Schwert haben wir ausgerüstet. Schild brauchen wir noch. Schild, was war Schild? War glaube ich 5 Holz. Ach Gott. Ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood komplett gesehen, aber der war mir zu böse. Full Metal Alchemist? Was? Ja gut, okay. Ja gut. Ich habe sogar das Real Life Ding habe ich gesehen. So. War ein Schild schon wieder. Ah, okay, so. Alchemist das. Sagst du, das okay, das glaube ich. Die waren auch gut. Also, ich habe damals, was das Zeug angeht, das Full Metal Alchemist war ziemlich, ist schon ziemlich lang her. Chrono Trigger hat es damals noch gegeben, das war richtig nice. Ähm, und eine Map wollte ich mir machen. Aber eigentlich eine Empty Map, gell? Kann ich mir einen Kartentisch machen? Kann ich. 2 Papier und 2 Holz. Papier haben wir. Ja, die Karte haben wir aber auch. So. Mirai Niki. Jo, bin bei dir komplett. Das Ding als Zukunftstagebuch. Okay, nice. Kann ich das irgendwie erweitern, oder? Cyberpass war cool, ja, das stimmt. Ich habe überlegt, es hat noch eins gegeben, wo es die Blut, irgendeine Blutkrankheit hat es gegeben, wo es das Blut steuern haben können. Ähm, Wonderland ist da immer gegangen, da war so ein weißhaariges Mädchen war dabei. Äh, Was habe ich gerade gehabt? Bla bla bla, irgendwas mit Wonderland, mit Wonderland. Tokyo Ghoul ist auch noch ein Ding, genau, stimmt. Das gibt, Ghoul, Tokyo Ghoul, genau, stimmt. Das gibt's noch. Das habe ich jetzt, tatsächlich habe ich da die Self Real Action Ding, sag ich jetzt mal, eher gesehen wie Batman Wonderland, das meine ich genau. Genau richtig, das war auch nicht schlecht. Ähm, achso, Frame, Rahmen? Rahmen. Wieder. Gangster, glaube ich, kenne ich jetzt gar nicht. Was? Was ist jetzt da? Was ist bei Gangster gegangen, Alice? Platin-Kombustion quasi gegangen. Higurashi no Naku Koroni war einer von mir. Ja, genau. Higurashi no Naku Koroni. Da gibt es aber auch mehr.
die auch so ähnlich geheißen haben. Ich bringe die Titel jetzt immer zusammen, aber äh, bla bla Ergänzung oder die Wörter ein bisschen anders. Gurashi no Naku, Koroni. Die waren auch vom Zeichenstil her so nicht meins. Also ich habe die angeschaut, die waren gut, aber da war der Zeichenstil nicht so unbedingt mein Fall, sag ich jetzt mal. Mineko, na, meine ich jetzt gar nicht. Das gehört auch zu dem ganzen Higurashi no Naku Koroni Universum dazu, was ich meine. Die sind schon älter, ja. Ähm, was hat es noch gegeben? Oh Gott, ich habe so viel Zeug gesehen und Scheiße, ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich schaue das heute noch gerne an. Was ich vor der Zeit mal angeschaut habe, das habe ich sogar auf Deutsch angeschaut, glaube ich. Kill la Kill. Sagt euch das was? Fressen brauche ich noch. Ist ja auf Netflix, glaube ich, drauf. Neko no Nako Koroni. Ah, genau, genau, ja, da passt schon. Stimmt. Die haben dazu gehört, genau. Also Kill la Kill, wie gesagt, ist sau cool. Also ist einfach übertrieben wie Hölle, aber lustig. Okay, na, der ist auch cool. Also, es hat ein bisschen gedauert, bis ich klargekommen bin mit der ganzen Art von dem Ding. Aber der war cool. Der hat mir gefallen. Und was noch machen wir? Da haben wir es null. Na, Kartoffeln. Aber was haut sich da draußen rein? Es gibt auch Handlanger, die jeder anheuern kann. Das sind Kinder, Elite-Soldaten, die mit dem Nachwirkungen zu kämpfen haben. Im Erwachsenenalter, Mafia, Prostituierte, Kleinkriminelle, Polizisten bekämpfen es nicht quasi. Okay, nein, das glaube ich, kenne ich jetzt gar nicht. Oder man sagt bloß der deutsche Titel. Also Gangster, denke ich mal, war der deutsche oder der englische Titel. Sagt man es gerade auf Anhieb nix. Brennt! Brennt! Ah, okay. Auf Netflix, aber muss man schauen. Netflix war eh einiges drauf. Seven Sins war drauf und so Zeug. Oder was auch richtig gut war, finde ich, hat mir gut gefallen, ist My Little Witch Academy, glaube ich, hat er geheißen. Der war auch cool. Ich habe schon Little Witch Academy. Ist auch auf Netflix drauf, ja. Wer? Kann ich dich tot machen? Anscheinend. Ich kenne dich gar nicht. Du bist jetzt ein Zauber auf mich, okay, passt. Total weggehen wegen dem Gas, das es ausschießt. Schau mal da rein. Die Gas sind so kotzig.
Sagt der Hälfte. Ja. Hört sich so komisch an, gell? Ja, ich wohne jetzt in Schwammerl. Euphoria. Ich muss gerade sagen, wir haben das Problem, was ich immer eine Zeit lang habe. Ich habe einen Anime-Titel rausgesucht, Story durchgelesen, so ganz grob, wenn überhaupt mal. Und habe mir den Titel angeschaut und dachte mir so, ja, passt. Leider haben wir uns wirklich alles angeschaut. Hundertprozentig. Also, und ich sag's wirklich, ohne dass ich irgendwas dafür gekonnt habe. Im Intro haben sich schon alle ausgezogen. Ich habe da ein Händchen dafür gehabt und ich weiß gar nicht warum. Intro war vorbei, alle waren nackt. Ich sag mal so, ja toll. Also nackt, in Anführungszeichen, das edgy Zeug halt ein bisschen. Aber war auch viel so Harem-Zeug tatsächlich dabei. Und wirklich, da du 10 hingestellt hast, allein vom Titel habe ich das schon geschafft. Ach, Torture Hentai, okay, ja, nein, dann kenne ich es glaube ich gar nicht. Ja, ich sage, das Hentai-Zeug hat man irgendwie, weiß ich nicht, das, keine Ahnung. Oh, Euphoria kenne ich nicht, also ich glaube, ich kenne ihn nicht. Das war mir immer zu blöd gemacht irgendwie, also wenn es gut gemacht ist, ist das was anderes. Ranken nehmen wir uns ein bisschen mit. Also Schwampen nehmen wir uns mit. Ich renne jetzt ziemlich mutig rum. Ihihihihi. Da ist ein bisschen Lava. So 2, 3 Liter. Aber wirklich nur 2, 3. Okay. Kann ich runter? Da kann ich runter, okay. Schauen, ob wir ein anderes Biom finden. Ein bisschen was abstammen können. Ach, das Spiel hast du gehabt. Was hat's denn gehabt? Die Illager vom Nether anscheinend, die sind auch neu. Und die kenne ich. Okay, die hauen mir auf. Okay, den normalen Pigment tun wir nix. Nö. Okay, treffen tut er einfach mal nicht. Oder wenig. Ach stimmt, es gibt im Netz jetzt also Goldohrzeug, gell? Wo man Nuggets abbauen kann. Wo wirklich dann Gold-Nuggets drin sind. Hattest du das Spiel für PlayStation, Kathi? Oder für was war das? Oder für PC?
vermute wahrscheinlich mal fast PC. Ein bisschen close, dann wäre nice. Klostone. Wer kennt nicht? Aber ein anderes Biom. Das schauen wir uns kurz an. Ich weiß gar nicht, ob jetzt für was man das Quarz braucht, aber. Außer zum Bauen. Ich glaube, hat es im Vanilla gar keinen richtigen Sinn, dachte ich. Oder hat es einen Sinn? Ich weiß gar nicht. Zwischenzeitlich. Das sollte schon nice aus. Für PC, okay. Hm. Was du? Gerade die alte Hentai-Lava. Als Frau kann man das machen, als Mann ist man gleich pervers, wenn man das macht. Ist irgendwie so, ich kann es nicht erinnern. Nee, aber ich habe die Hentai-Schiene tatsächlich mal wirklich wenig abgegeben, wenn ich ehrlich bin. Also mich hat die nicht gestört, aber mich hat da nicht wirklich interessiert, wenn ich, weiß ich nicht. Lustig, genau. Lustig ist der richtige Begriff. Das finde ich auch. Weil ich sage, das Edgy-Zeug an sich mag ich schon ganz gern. Das ist ganz lustig, vor allem die Harem-Dinger halt. Es ist einfach, ich sag mal, das ist mein Humor. Irgendwo. Die meiste Zeit. Das gleiche. Kann ich nicht ändern, ist einfach so. Andere Schwammkünst. Andere Schwammkünst. Soul Sand, brauchen wir auch ein bisschen was. Soll Sand? Nee, ist nicht. Scheiße. Ja, aber hier sind so dämlich, da weiß man nicht, ob man lachen oder die Hand durch den Kopf festballen soll. Ja, das ist genau die Richtung. Aber dämlich lustig halt. Da hat man was lang Klostone. Klostone hätte ich schon ein bisschen gerne. Können sich heraufbauen. Kamessinwurzeln, okay, das Zeug ist neu. Trauerranken, Zwirbelranken. Zombie, tralala. Netherrarzeblock, können wir ein bisschen was. Netherrack. Netherrack, nichts haben wir, deine Spitzhacke weg. Hm.
Also der Warzenblock ist auf so. Ich habe einen Nether-Warzenblock. Er. Das ist ja gar nicht Netherrack. Okay, okay, wow. Hab jetzt früh dran, Kathi. Aber ja, passt. So faltet sie sich. Aber nicht vergessen, dass du wieder entfaltest. Also, dass morgen in der Früh so komprimiert rumläufst, ist ja nix. Glowstone. Na, gute Nacht. Falten geht automatisch. Okay, gute Nacht, Kathi. So, wir haben. Ich hätte noch gerne ein bisschen. Das ist kein Soul Center, oder? Das ist Gravel. Gravel mag doch keiner. Den Soul Center hätte ich noch gern. Sehe ich aber hier aktuell keinen. Hm. Also generell, ich weiß auch nicht, was die ganzen Pflanzen jetzt gut sind tatsächlich. Wir haben es jetzt mal. Bringen es mal heim. Also das Wichtigste im Nether war früher immer der Glowstone, weil das zeigt da quasi der Glowstone-Staub. Dem kann man nämlich Lichter machen. Also, wobei die Laternen natürlich dann, die sind neu. Die da. Diese Fackeln gibt es schon immer. Okay. Und hier die Werkbank her. Mit 4 so Dingen. Also quasi ein Glowstone machen. Der Glowstone leuchtet halt einfach. Also wenn man es im Zweifel mal sieht mal, kann man hinmachen. Das gut sieht. Ich nehme mal die Pickaxe mit Behutsamkeit, dass wir es quasi wieder abbauen können. Die tun wir mal da rein. Netherwarzenblock, Netherblock, Wirwarzenblock, Wirbelranken, Wurzeln. Ah, keine Ahnung. Wirrstiel, Wirrwurzeln. Okay. Holzlicht nehmen wir uns einmal eins mit. Und Magma-Block ist anders, ein Block, der leuchtet, glaube ich, genau. Dachte ich. Also die Goldklumpen können wir äh, genau, können wir quasi Barren machen. 9 Klumpen ein Barren. Und umgedreht geht natürlich auch. Also kann man ein bisschen farmen im Nether, sage ich jetzt mal, das ist nicht allzu wichtig, weil Gold ist relativ schwach ist in Minecraft. Bringt eigentlich fast nichts. Schwarz, weiß jetzt auch nicht, für was man das macht. Ich glaube auch wirklich nur für Ding. Nur für. Hilf mir. Nur für Baumaterialien, glaube ich, war das dann. Okay.
Wohl zwei neue Holzsorten. Mag ich. Jetzt schauen wir uns kurz die Dinge an. Magma-Block, die drei. So irgendwo was finster ist. Ja, es ist aber auch so, wenn man es das erste Mal sieht, es ist halt ziemlich, ich kenne es halt schon ewig. Und das nette Update, ich habe nur ein paar Sachen, ich weiß, ob das alle Dinger sind. Es gibt bestimmt noch mehr. Also jetzt, genau, hier ist ein gutes Beispiel. Lichtschein von da oben immer ein bisschen durch. Moment, ist die Klappe ist offen, okay. Lichtschein von oben immer ein bisschen durch, aber von hier auch. Aber sag mal, hier ist dunkel. Fackel. Glowstone. Kann man halt in der Wand versenken, zum Beispiel sage ich jetzt mal. Also, ich sage, ich mache den da rein. Kann man halt nette Sachen machen damit. Magma-Block leuchtet nur so, der gibt kein Licht ab. Aber der leuchtet, der ist neu. Den Block kenne ich gar nicht. So der grobe. Man muss quasi immer, ich glaube, sieht man das irgendwo mit den F-Tasten? Ich glaube nicht. Nö. Man sieht irgendwo die Spawn Rate, glaube ich. Hier kann man auch nichts draus machen, oder? Sieht man irgendwie neue Rezepte. Die Items, ich habe es zwar schon mal gesehen, aber ich kenne es jetzt auch nicht wirklich. Genau, hier haben wir die Dinger, die Stufen. Ach, drinnen kann man das auch. Ach, was ist, man kann die zusammen machen, okay. Nicht auf allen 4 Seiten das gleiche. Die Stufen, okay, das sind die Rezepte quasi. Kann man es einfärben. Trockenbeton, es gibt Beton. Eine grobe Erde kenne ich, ja. Genau, Quarzblock war das okay. Noch ein Block gibt es auch, Eisenblock ist klar. Blitz sind immer nur 4. Glowstone, mit dem Glowstone selber kann man als aktuell nichts machen, das ist eigentlich schade. Gibt es auch wieder Schilder dafür. Okay. Ich habe zum Beispiel noch gar keine. Ja, doch auch gut. Schmiedetisch kann man mal machen, einfach das wir gemacht haben. Ja. Alter, dazwischen überall rein. Was gibt es noch für Tische? Dann machen wir noch die Tische. Einen Webstuhl gab es noch mit 2 Rings, glaube ich. Zack. Dachte schon, oder? Plattenspieler, man findet übrigens Schallplatten im Spiel immer wieder mal in so Lootkisten, so speziellen. Seelenanker. Was ist noch ein Seelenanker? Was ist ein Seelenanker, verdammt? Stimmt, denke ich, kann man sich auch machen. Das kenne ich jetzt gar nicht.
Ist es eine Art Seelenanker? So eine Art Chunkloader? Lore. Hm. Kette, 2 Nuggets und ein Eisen. Ach, nice. Okay. Die ist auch neu. Kette. Das war früher die Eisenkette, die hat es immer schon gegeben. Da haben wir auch so einzelne Dinger runter machen können, wenn man einen einzelnen Punkt macht hat, aber die Kette ist neu. Hab ich noch nicht gesehen. Machen wir mal kurz. Hey. Ach, weil ich Slaps habe, oder? Kurz im Keller runter. Und zum Beispiel. Moment mal. Geht es? Bestimmt, oder? Ja, mega nice. Okay. Ja, es gibt jetzt schon zwischendurch einige Deko-Möglichkeiten hier. Wie war jetzt der Webstuhl? Moment mal, den haben wir doch auch gerade gehabt. Angel können wir uns noch bauen. Haben wir noch nicht gehabt. Das Zeug weiß ich, das Zeug kenne ich. Armor Stand. Das war so glatte Steinstufe, genau. Das ist auch kein Thema nicht. Schilder Schmiedetisch haben wir gebaut. Bett Cauldron haben wir noch nicht gemacht. Den Kessel, aber gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach, es waren nur 2. Okay, lol. Ähm, Seelenanker hätte ich gern. Wir haben einen Obsidian Hammer. Also einen so einen Crying Obsidian. Die Glowstone haben wir eigentlich effektiv auch. Seelenlagerfeuer, Seelensand. Oder Seelenerde gibt es. Seelenerde kenne ich gar nicht. Okay. Auch neu anscheinend. Bogentisch gibt es mit 2 Flint. Räucherofen haben wir oben. Was können wir so machen? Redstone-Lampe. Ah, jetzt können wir genau. Die Redstone-Lampe kann man quasi aus- und einschalten. Das ist das Lustige daran. Beobachter. Ach, für das brauchen wir das Quarz. Okay. Türen, okay, das ist nice. Türen schauen gut aus. Terne, Glasflasche. Ah, für den Tageslichtsense haben wir es auch braucht, okay. Also man kann im Spiel auch, wenn es nicht so ausschaut, mit so, genau, Comparator und so Zeug und so. Es gibt so eine Art, es gibt Redstone, das ist so eine Art Strom, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Die kann ich mit einem Hebel aktivieren und da kann ich quasi Pistons machen, so komische Hebel, die quasi Blöcke hin und her schieben. Also es gibt schon Möglichkeiten. Hier kann man ziemlich, also ich kann quasi jetzt mit einem Hebel als Beispiel auch eine Tür aufmachen. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt, Moment mal, ich kann es kurz zeigen. Moment mal, Hebel müsste eigentlich nur, war das ein Doppel? Ja, genau. Zum Beispiel kann ich quasi Türen aufmachen als Beispiel jetzt. Ich kann das aber auch machen. 2 Redstone nehmen. Dann aktiviert es quasi das Redstone. Geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also irgendwann ist das Redstone quasi zu lang weg. Gibt kein Signal mehr ab. Bleib jetzt hier. Ah doch, geht's. Wow, ist verlängert?
Das ging früher nicht so weit. Okay, hier hört es auf. Da quasi kann man dann so Dinger hinmachen, die quasi das Signal verstärken. Gibt's auch. Also, das einzige Nachteil quasi ist, man kann es quasi nicht an der Wand entlang legen. Es geht nur am Boden. Treppe geht auch nicht. Aber es hat, also es wird Möglichkeiten hat es wirklich einiges. Und mit Redstone-Zeug kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Da Obsidian haben wir einen, okay. Beim Webstuhl können wir Banner machen. Ja, das war jetzt schon Kartentisch. Missing Table. Loom. Workbench ist einer. Komposter macht ein Farmer. Ja, wir haben das meiste Zeug. Nein, ein Bogen. Ein Ding brauchen wir noch, ein Archer. Zweimal Flint. Haben wir hier noch Holz drin? Ah, machen wir so perfekt. Müsste wurscht sein, welches Holz ich nehme. Jo. Okay, der hat noch keinen Sinn. Der kann nichts, glaube ich. Den gibt es noch das, da gibt es so dekomäßig wahrscheinlich, denke ich mal. Oder als Job für einen NPC wahrscheinlich. Oder Seelenanker würde mich interessieren, definitiv. Hier haben wir schon Scheren. Bogen Quill. Hier Pilzrute, okay. Ich würde jetzt fast sagen, ich lege mal das Zeug ein bisschen ab. Wir suchen uns mal noch ein Dorf. Zweites. Wir werden einfach mal in eine Richtung rennen. Die Mannspitzhacke lasse ich da. Er stimmt mir die ganze Zeit zu. Aha, aha. Marder. Das auch. Oder auch Kompass nehmen wir mit. Finden wir wieder heim. Nehmen wir mal Eisenschwert. Obwohl, ne, können wir Dia-Schwert einnehmen, ist ja wurscht. Das lassen wir. Essen haben wir, nehmen wir noch was mit. Werden wir gleich. Okay, wir pennen später. Wo zeigt denn das Ding hin? Zeigt auf dem Spawn, oder? Der Kompass. Was egal, der Spawn ist bei uns. Das müsste passen. Wir sind nicht weit vom Spawn weg. Also wo man quasi in der Welt anfängt, wenn man quasi stirbt. Normal hier am Bett, aber wenn ich quasi das Bett abbaue, dann bin ich irgendwo am Spawn in der Nähe. Ich weiß nicht, in welche Richtung rennen wir? Ich glaube, wir haben zwei Lamas geschenkt gekriegt. Schaut so aus. Schon mal einen Zaun. Mal die Zaun. Die Zaun.
warst du Zaun, du warst Zaun, nein, du warst Tor, dann warst du Zaun, genau. Die tun wir da rein noch. Holz lassen wir da. Dann. Ach doch, fuck. Nein, nein, nix. Nö, tschüss. Wollte den Lamas nicht einsperren. Wollte ich überhaupt nicht. Das ist quasi so Tiergehege-mäßig. Das ist das Beispiel jetzt. Gibt es quasi, da kann keiner rein, kein Mob nicht reinspringen. Das ist ein bisschen um eine Pixel höher wie ein normaler Block, somit kann keiner reinspringen. Gibt es auch mit Türen. Man kann auch Seile dran festbinden, wo man dann die Lamas quasi festhält damit. Oder andere Tiere, je nachdem. Ich würde sagen, wir rennen mal in die Richtung. Wir nehmen die Map mit. Decken wir gleich ein bisschen was auf. Oder wir rennen in das Schneegebiet. Die Richtung war noch gar nicht. Schau, vielleicht findet man noch ein Dorf. Der ist schon mega lucky. Aber wir brauchen unbedingt jemanden, der mit uns quasi handelt, also was quasi so Getreidezeug macht. Ah ja, okay, komm. Weiß egal ist. Nur zum Zeigen für Alice. Ich habe ein Boot. Hui. Es gibt viel Zeug in dem Spiel, wirklich extrem viel Zeug. Ich finde, sie haben schon sehr gut updated zwischendurch. Es gibt schon wirklich viele gute Sachen. Auch in Vanilla. Also Vanilla quasi ist die Ursprungsversion, sage ich jetzt mal. Ohne Mods, ohne dass man irgendwas umstellt oder ändert. Ich renne jetzt bloß mal hier in der näheren Umgebung mal die komplette Map ein bisschen ab. Das schaut halt schon nice aus, das Ding. Das ist schon cool. Kommt aber nicht rum, denke ich mal. Nö, wurscht. Ich glaube, dass hier in der Nähe was ist, aber Map ist aus. Hier ist eine Höhle, das Zeug.
Die Dinger haben wir glaube ich auch noch nicht, oder? Ja, Blumen kann man auch mitnehmen, dann mal einen Farbstoff kriegen. Aber wir haben ziemlich nah bei uns in der Nähe haben wir so eine Blumenwiese. Pferde in verschiedenen Farben. Hi! Servus! Gibt noch mehrere Farben. Gibt ja komplett weißes, ein komplett schwarzes. Schwarz-braun gibt es noch. Kennt man. Oh, der steckt fest, es tut mir leid. Ich muss ihm helfen. Ah, das schaut schon ganz grau. Ach Gott, was war das? Ich helfe dir Moment. Jetzt, ja, genau, passt. Okay, gut. Uh, aber was er solche macht, oder nein, das geht nicht. Also wir müssen da, das müssen wir rigoros sein. Nee, das passt nicht. Also da, ich brauche drei gleiche, oder? Ach Gott. Ist ja noch ein sehr krankes weißes Schaf eventuell. Ich höre da irgendwo eins. Ja, schau mal. Finden wir auf unserem Weg noch ein krankes Schaf. Wenn wir es noch erlösen vom Leiden. Paladin, Servus. Lange nicht mehr gesehen, wie geht's? Alles gut? Ich hoffe doch, oder? Valheim haben wir schon gespielt tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob also wir haben schon Valheim gespielt, ja. Aber es ist immer abhängig auch, wir haben ja drei Leute, also zwei, wir sind zu dritt. Und einer hat immer Spätschicht. Da geht's dann immer eine Woche nicht. Nicht so gut. Bezug auf allgemein gesundheitlich oder einfach nur viel Arbeit, kann ja auch sein. Oh, das ist so. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Da hinten sind noch kranke Schafe, sehe ich gerade. Alter, was? Da geht's ja gescheit, aber. Ein Fuchs! Hi! Hi, servus! Auch noch nicht gesehen. Also ein Hühner, oder? Ja. Was bei Untersuchung hat mein Diabetes Typ 2 entdeckt. Jetzt gibt es nur noch Salat und täglich um den Block gejagt von Frau. Jetzt muss man helfen. Diabetes Typ 2. Also das ist jetzt, das ist quasi, dass jeder quasi ganz regulär kriegen kann. Ich kenne ja quasi den Alterszucker, den sogenannten. Das kenne ich von meiner Oma her oder kannte ich von meiner Oma her.
Der Kollege hat das auch schon mal gehabt, der hat da quasi von heute auf morgen durch eine Tablettenumstellung hat er dann auch quasi Zucker gehabt und musste quasi auch nochmal irgendwelche Tabletten nehmen, das ist blöd. Aber ich sag mal, auch wenn du das vielleicht wenig hören willst, aber es geht immer schlimmer. Also gerade wenn es um so Diabetes-Zeug geht, ich kenne es bei einer anderen Oma, die hat es halt nicht geglaubt. Die hat es halt einfach immer übertrieben bis letzte und dann war es halt einfach mal irgendwann vorbei. Sogar vielleicht altersbedingt oder durch Homeoffice. Das heißt, er ist jetzt aktuell nur temporär mal so hoch. Es kann ja sein, dass er mal durch, wie du sagst, Umstellung etc. so wenig Sport, also nehme ich mich natürlich auch nicht aus, ganz klar. Ich bin da auch furchtbar, was das Zeug angeht. Ich habe Gott sei Dank keine Probleme, noch Gott sei Dank keine Probleme damit. Und für den Alterszucker, wo ich rede, das ist ja erst so ab, ja, mal was bei mir nochmal 70, glaube ich, irgendwann nochmal angegangen oder 75. Ich habe das schon öfter gehört tatsächlich, weil du sagst mit Homeoffice, dass das durch das ganze Corona-Zeug, dass zwar das Corona an sich vermieden wird, aber dass quasi das ganze Homeoffice und die ganzen Schließungen von dem ganzen Zeug doch auch viele andere Krankheiten quasi, gerade was Fehlstellung, Kreuzschmerzen, Bandscheibenvorfälle, so Zeug, angeblich ziemlich viel. Oder dass das ein bisschen Zeit, den ganzen Homeoffice-Zeug in die Höhe geschossen ist. Glaube ich auch, wenn man es nicht gewohnt ist. Langsam wird es so hoch, normal 6,4 und bei mir ist der Arzt meinte erstmal ohne Medikamente mit Essen zum Beispiel. Ah ja gut, okay, dann bist du quasi einfach so knapp drüber. Kann sich wieder geben. Durch, wenn du sagst Essenumstellung, vielleicht wenn der ganze Zeug wieder, ein bisschen wieder weg ist, wenn du ein bisschen, wenn ich weiß jetzt, ich kenne natürlich jetzt der Fitnesslevel nicht, ich bin jetzt auch kein Ernährungsberater. Aber ja, Sport, ja gut, okay, ja gut, das sind auch so Sachen. Es ist halt, es macht, vielleicht war es der Punkt, wo du, ja, kann sein, dass quasi das genau der kleine Klacks war einfach. Oder Sumpf. Finden wir aber Schleimste. Ich hatte das Problem kenne ich wirklich von vielen, dass die da natürlich gerade Gewichtszunahme etc. ist da ganz, ganz krass. Also nehme ich mich auch nicht aus. Weit zugenommen. Relativ deutlich sogar. Ich verprügel gerade Blätter mit meiner Kartoffel. Ja, kenne ich, mache ich seit Jahren. In der Arbeit und auch daheim. Also bin ich auch nicht anders. Der einzige Unterschied ist wirklich das, dass ich dann, ja gut, obwohl ich habe eigentlich in der anderen Arbeit, sag ich jetzt mal, renne ich ziemlich viel rum tatsächlich. Und also ein bisschen einen Ausgleich habe ich so ist nicht. Aber ich dürfte auch deutlich mehr machen, auf jeden Fall. Das ist immer.
Immer so ein Teufelskreis, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe bei mir halt, darum habe ich mir einen Stuhl gekauft, wo wir geredet haben drüber. Weil der wirklich nice, also das war, seitdem habe ich ja keine Probleme mehr mit dem Kreuz. Macht halt auch viel aus. Gut, ändert jetzt natürlich am Zuckerwert nichts, ganz klar. Aber ja, ich müsste immer auch deutlich besser aufpassen, was das Zeug angeht. Mein Problem ist, ich habe ab und zu so eine Phase, wo ich dann wieder ein Jahr oder zwei lang akribisch drauf schaue und dann geht es eigentlich wieder irgendwann wieder ein bisschen ab. Hm. Ah, okay, Alice, gute Nacht, kein Problem. Danke fürs Beisein, gute Nacht. Was hast du gemacht? Also, ich weiß, wir haben mal geredet gehabt, wie du die gefliest hast, aber ich denke, das war wahrscheinlich gerade einfach was anderes. Also, welcher Handwerkerberuf eigentlich, was war das von dir? Hasen, Kaktus, Fernmeldehandwerker, okay. Was macht man da? Also, wirklich, sind Fernmelder das dann so telekommunikationsbedingt? Oder was ist das? Das kenne ich jetzt gar nicht, ja. Ich habe das schon mal gehört, aber Fernmeldetechnik sagt man was, so muss ich sagen. Aber Fernmeldehandtechnik habe ich jetzt noch nicht gehört. Der Handwerker. Handwerker, okay. Vermittlungsstellen aufbauen, umschalten, aber. Ah, okay, okay, okay. Alles klar, dann, okay. Dann weiß ich's. Ja, also ich kann bloß die Berufsbezeichnung. Oh, das hat ein Kabel zu tun. Okay, dann könnte ich es also, ich liebe Kabelhaufen. Ähm, ich dachte, das wäre irgendwie so Telekommunikationstechniker oder irgendwie. Davon ist ein Brunnen. Ich dachte, das heißt, also mir hat nur der Begriff einmal einfach nichts gesagt. Ich kannte die Bezeichnung nicht. Wärmehandwerker, okay. Aber es ist okay, interessant. Und jetzt bist du im Callcenter, aber als Handwerker macht man doch normalerweise, ja, wie es heißt, man arbeitet eigentlich mit den Händen, also man ist Handwerker, man muss raus und im, wenn das online dann, oder das am PC dann irgendwie bestimmte Sachen umschalten, okay, das kann man vorstellen. Aber du musst doch immer wieder mal zu Außentermine hin, denke ich mal, oder? Wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas aufgebaut wird neu. Also da. Dorf. Habe ich gesucht. Von dem her denke ich also ich bin aktuell in einem, oder ich bin in einem Berufszweig, sage ich jetzt mal, wo immer, ja, offen war, die ganze Zeit, durchgehend. Wir haben nie zu gehabt.
einerseits gut. Also eigentlich habe ich zwei Berufe, aber der eine war das dauerhaft zu gewesen und der andere war jetzt eigentlich dauerhaft offen, wenn man so will. Eine ist mehr so Gastronomiebereich, sag ich jetzt mal. Was natürlich jetzt aktuell immer zu. Egal, dass du spinnst, ha? Leg da mein Bett drin da. Komm. Wo jetzt? Haben wir jetzt geschossen? Das kann sein, oder? Da ist der Farmer. Ja, den habe ich gesucht. Bar Neuling. Was macht der da? Okay. Am Tisch. Was? Ah, okay. Beispielsweise aber nicht wie, war einer der letzten. Ja, aber es ist irgendwie Telekommunikationstechnik oder. Ja, so kommt. So habe ich irgendwie im Kopf, glaube ich, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, du musst ja eigentlich dann auch raus, oder? Hätte ich gesagt. Also, dachte ich irgendwie. Ach, Schafe. Die haben einen Schafstall, wie nice ist denn das? Ach, stimmt, das geht ja jetzt. Ah, die Wasserphysik hat ja geändert. Man kann ja quasi das Treppen und das Zeug an. Oh, nice. Stimmt ja. Ganz vergessen. Ja, mit. Du hast nur Weizengold. Schade. Okay. Hat sie dein Haus noch gebracht? Hehehe. Haben wir so ein Holz gesnackt. Gut, Dorf haben wir gefunden, auf jeden Fall. War neue Sachen haben wir. Ich habe in den Gebäuden gearbeitet, da früher war ja, was? Die waren früher fast so groß wie Fußballfelder in kleinen Orten, eher wie Wohngebäude. Also wirklich so Riesendinger, okay. Aber wie macht es dann jetzt so per Homeoffice? Das wundert mich jetzt. Ist das wirklich komplett alles digital umgestellt worden? Also dass ihr da wirklich, wie du sagst, im Homeoffice, im Laptop quasi viel umschalten könnt, denke ich mal, hat sehr viel geändert. Ach so, das ist das gleiche, okay. Ja gut, dann kannst du online oder vor Ort natürlich am Laptop viel machen, das glaube ich. Ich habe das damals bei der Telekom war das mal, hatte ich mich mal beworben als Systemtechniker, glaube ich, war das damals. Oder, oder Systeminformatiker, glaube ich, hat es damals geheißen. Also wie ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich bin in einem anderen Beruf, aber da war damals der Name so. Ein Fahrrad bei einer Station. Respekt, okay, nee, sowas haben wir noch nicht gesehen. Hätte mich aber interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, ich hätte die Berufsrichtung auch fast genommen, also wirklich war, war gut davor. Einziges, was mich damals gestört hat, habe ich gesagt, okay, ja, ich mache privat sehr, sehr gern was mit Computer und das Zeug und dann war immer die Befürchtung, dass man da quasi keinen Spaß mehr macht, dass ich quasi privat nichts mehr machen will damit. So blöd wie es sich anhört, aber das war damals der einzige richtige Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Tropenholz, oder? Ja.
Das wurde wegrationalisiert. Also es gibt dann nur noch wenige, die wir häufig am Fernseher gemacht. Und die es gemacht haben, kann man ins Callcenter. Ah, okay. Okay. Ja, komisch. Ich kann aber was ranken. Ich weiß nur, Kumpel von mir war mal so da quasi bei der Post, glaube ich, damals angefangen. War irgendwie so ein Thema, dass sie dann zur Telekom gekommen sind, glaube ich. Das habe ich schon öfter gemerkt. Da bei unserer Arbeit ist es ja, also wenn quasi wer kommt, da, wenn du dich privat damit beschäftigst, dann weißt du eigentlich schon fast mehr wie die. Das ist richtig, ja. Das hatte ich ja schon mehrfach. Aber dann nichts glauben. Sie haben ja schließlich die Anleitung. Das heißt, ohne groß schimpfen zu wollen, aber ich kenne das. Oh. Ah, wir haben. Ist ja nice. Los. Wer pfeift? Ja, okay, schwierig. Aber das ist noch gar nicht so lange her, oder? Ich meine, also gut, die Umstände, also die großen, wie du sagst, die großen Gebäude, das kenne ich natürlich nicht mehr. Ich kenne eigentlich immer schon die grauen Straßenkästen, wie du gesagt hast, quasi. Weil ich natürlich deine Altersunterschied nicht weiß. Was? Die ist fast schon so, dass man die Hausfrau davor setzen kann, einfach ablesen, was das ist. Achso, okay. Na gut. Wobei ich sagen muss, wir haben in der Arbeit haben wir so wir haben jetzt auch nicht mehr, aber wir hatten so eine Siemens Highcom-Anlage, hat man noch. Wirklich so ein, sag mal, Vorkriegsmodell ist ein Schmarrn, aber das ist von 1900, Anfang 80, sage ich jetzt mal. Mit ISDN damals auch schon, also eins der ersten ISDN-Dinger, was es gegeben hat. Da hat man mal einen da, der war auch, glaube ich, keine Ahnung, sag mal so um die 60 rum, hätte ich gesagt gehabt, ganz grob. Der hat sich noch auskannt. Wir hatten ja schon öfter Jüngere da, die haben da echt Probleme gehabt mit der Anlage. Was ja quasi nicht standardmäßig war, haben wir nicht funktioniert. Man hat auch kaum mehr Ersatzteile gekriegt für das Ding. Aber die hat man bis vor, ich glaube, 2 Jahren. Ach, Papageien, wie nice. Ich kann ein paar Seeds. Also, so Eigensitzling. Einen Truppenhaussitzling haben wir. Das war auch heute die Netzwerk inzwischen IP. Ja, genau, fertig zur Großanlage, stimmt schon, ja. Bei uns war das auch, also wie du sagst, der graue Kasten, den hatten wir quasi im oberen Stockwerk stehen. War so ein grauer Kasten, der war halt wirklich so gut für unser Gebäude mit, sag mal, 10 Telefonen, war der fast
Ja, ich würde sagen, doppelt so groß wie so ein Kasten quasi, der auf der Straße steht. Das Ding quasi hatten wir nur im Betrieb bis vor ein paar Jahren. Das war schon riesig, das Teil. Jetzt ist quasi halt auch tauscht worden durch einen, ja, wie du sagst, Switch, ein Router und ja, genau, IP-Telefone. Die haben wir nicht mehr. Ja gut, es ändert sich alles, sag ich jetzt mal, aber sag mal, nicht alles zum Positiven. Viel ist gut, aber manche Sachen sind halt einfach, naja. Okay, jetzt kriegen wir ein paar Sachen. Okay. Das stimmt, das war früher ein Riesendinger. Ja, Alter, ich renne mal zurück. Wir haben jetzt ein paar Setzlinge, hoffe ich. Ja, zwei. Na gut, okay, das soll reichen. Wir haben Kakao, das ist nice. Wir haben Blumentopf. Nicht voll gut, wir haben aber was angefunden. Kaktus haben wir wieder zum Anbauen. Lehm haben wir gefunden. Lilypads haben wir ein paar. Es passt. Lehm wäre noch cool gewesen, aber höchstens die Richtung, wo Sumpf ist. Der Kaktus, wenn wir jetzt schon da sind. Aber kurze Frage noch, Paladin, wie lange, du hast mit der Essensumstellung, wie lange dauert sowas, dass der Arzt das dann anschaut nochmal? Dass er sagt, okay, nach dem Motto, mach das mal einen Monat, mach das mal 3 Monate. Und dann schauen wir nochmal, oder wie, was ist da für eine Zeitspanne? Bis er dann wirklich sagt, okay, irgendwas anderes, weil es gibt ja, glaube ich, da zig Möglichkeiten. Ja, wir haben keine Achsen mehr. Schade. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. 3 Monate soll man Ende April, Anfang Mai vorbeischauen. Okay, na ja, gut. Ich hoffe, dass das alles klappt dann. Also ich hoffe, dass du das im Griff kriegst durch das. Das wäre schon mal richtig gut. Wenn auch wenn nicht, es gibt Schlimmeres, definitiv. Also, aber ich weiß, das ist. Ich kenne auch genügend in meinem Alter, sage ich jetzt mal, die schon wirklich mit viel, viel anderen Sachen geplagt sind, wo ich Gott sei Dank immer noch Glück gehabt habe. Aber ich wünsche das trotzdem, dass du es so rumkriegst. Aber habe jetzt dann auch demnächst auch wieder vor mir. Ich muss aber auch ein paar Untersuchungen noch machen lassen wieder. Nee. War jetzt durch Corona immer nicht ganz so leicht. Wenn man dann immer Termine kriegt und das Zeug und dass dann die Ärzte wieder da sind und dann, ja. Genau, ja, genau, David. Es stimmt schon.
Verstehe ich ja voll und ganz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so. Verstehe, also fettes Essen, weil mag ich generell eigentlich nicht wirklich. Schokolade, ja, okay. Verstehe ich dich voll und ganz. Wobei ich sagen muss, ich war auch schon mal so Zeit lang als ein Fitnesswanderer, das kann auch schnell in die falsche Richtung gehen. Sehr schnell. Und ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich eine Zeit lang als Zweifel keine Schokolade mehr esse, zur Zeit. Ich mag halt so Kuchen und das Zeug backen und das mag ich halt sau gern. Ach, Pralinen und so Zeug selber machen. Natürlich schwierig dann, aber wenn ich mal eine Zeit lang von dem Zeug nichts esse, dann irgendwie, keine Ahnung, fehlt es mir auch nicht mehr. Tatsächlich. Ich habe das an meinem Fleisch tatsächlich gemerkt, dass mein Bruder ist Vegetarier zwischenzeitlich oder ja, Bienen. Ich würde sogar sagen, ja, Veganer nicht direkt. Er isst schon Eier und so Zeug. Aber, schade. Aber viel halt durch das habe ich quasi auch, essen wir auch wieder auch mehr so vegetarisch, sage ich jetzt mal. Und das, ich muss ehrlich sagen, am Anfang kommt es so komisch vor. Das Zeug ist auch nicht schlecht. Und es gibt da wirklich viele gute Sachen, sag ich jetzt mal. Aber es ist einfach Umstellung am Anfang, das stimmt schon. Irgendwann fehlt dann auch das Zeug einfach nicht mehr. Alles Gewohnheitssache. Ja, Tutti Chips. Ja, ich sage, ich verstehe dich voll und ganz. Aber ich denke mal, wenn es Einzelfälle sind, das heißt ja nicht, dass du das nie wieder essen darfst. Es ist nur jetzt mal vorübergehend quasi, halt in Maßen. Also würde ich jetzt sagen. Also natürlich jetzt schlecht, wenn man so ganz eine große Trommel Chips mit 500 Gramm hinterhaut. Sollte man auch so nicht machen. Sehr ungünstig. Kenne ich aber auch welche. Und ich denke, bah, also Chips bin ich eh ziemlich vorbelastet, sage ich jetzt mal. Ich habe als Kind einmal eine kleine Tüte Chips mit Salmonellen erwischt. Und seitdem, ich kann nicht viel essen davon. Also ich mag es zwar zwischenzeitlich wieder, aber die Standard Paprika Chips, zum Beispiel, wenn ich mehr so kleine Tüte mit so 30 Gramm, dann ist mir schon fast schlecht. Das schaffe ich schon fast nicht mehr. Oder das ist so die Grenze, sage ich jetzt mal, die geht noch. Aber ich weiß voll und ganz, was du meinst, ja. Also da, okay, na gut, aber ich sag mal, besser kontrollieren, wie wenn du irgendwelche Medikamente nehmen musst. Ja, das Zuschauen ist dann blöd, das stimmt. Das ist, ja, ja, okay, ja. Ich sage, ich verstehe dich schon. Wobei irgendwann der Punkt wahrscheinlich da ist, wo es dich einfach auch nicht mehr interessiert, glaube ich. Denke ich. Also, zumindest war es bei mir so. Irgendwann haben wir die vorhessen können, was wollen haben und mich hat es gar nicht mehr interessiert. Ich sage, das ändert sich natürlich irgendwann. Ich habe mich in die andere Richtung auch wieder umgewohnt, also in die ungesündere Richtung, sage ich jetzt mal, was eigentlich blöd war. Aber der Punkt war bei mir definitiv da, wo es mich nicht mehr interessiert hat. Also wirklich gar nicht mehr. Und es kommt eben darauf an, wie gern man es vorher gegessen hat, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Er würde ein paar Freunde das Rauchen wegzureden, hat auch nicht geklappt. Ja, gut. Ja, das ist auch so Zeug. Ja, wenn wir aufhören, also ich sag mal, mir kann keiner erzählen, wenn wir aufhören will, dass er nicht aufhören kann. Wenn ich es will, dann geht's.
bin mir sicher. Weil jetzt gesundheitlich irgendwas haben, muss auch gehen. Und dann geht's auch komischerweise immer. Aber dass ich erst einen richtigen, ich sag's mal, Schlag ins Gesicht brauche, ist eigentlich schade. Aber das muss jeder selber wissen, das ist eben das, ja. Aber denen fällt am meisten nichts, das ist echt so. Also ich. Moment, wo bin ich jetzt? Bekannte von uns, die hat, ich glaube, geraucht seitdem die 14 war. Und ist mit 94 oder 95 dann quasi irgendwann einmal. Oder war es noch älter, 96, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr. Ist er dann irgendwann gestorben, aber nicht am Rauchen. Also die. Aber wie gesagt, da liegt am Charakter, genau, das stimmt schon. Weil ich tatsächlich sagen muss, von meinem Bekanntenkreis ist Rauchen zwischendurch sehr, 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 sehr wenig. Ach Gott, gut, das ist aber. Ich, ich sag mal, das ist dumm. Also wenn ich dann schon mal einen Fall gehabt habe, dann ist. Das ist schon. Also, ich sag mal, wenn ich es nicht für mich selber mache, dann für Familie, sage ich jetzt mal, oder für die Bekannten und Freunde oder für Frau, Kinder, je nachdem. Aber das ist meistens denken sie dann nicht so weit. Ja, schwierig. Hm. Aber kenne ich auch. Regelmäßig im Krankenhaus, weil einfach, ja, ich sag mal, derjenige doch ein massives Alkoholproblem hat. Aber das kann es keinem erzählen, ne? Und die finden am meisten eine Ausrede. Aber ich sage mal, ich höre einfach mal raus, dass du anders bist, was das angeht, ja. Ich meine, es ist jetzt auch kein, sag mal, kein Lungenkrebs, Diabetes, das ist jetzt, ja, also mit Diabetes kann man problemlos leben. Das meine ich, ohne dass irgendwas fehlt, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Also natürlich essensmäßig ist ganz klar, aber ohne dass es körperliche Einschränkungen gibt, das meine ich. Von dem her, da, ich verstehe es auch, ich hätte es auch nicht gern, weiß ich. Und ich wünsche da das Beste. Ich wünsche da wirklich, dass du ohne das Zeug rumkriegst. Aber das Schlimmste, was es quasi gewesen wäre, wenn du es nicht gemerkt hättest. Die Möglichkeit das haben wir ja auch immer. Dass quasi viel zu spät erkannt worden wäre und dann ist sowas auch immer schlecht. Dann ist meistens zu spät und dann, ja, welche die haben das schon ewig und werden auch richtig alt. Ja, ja, nein, nein, also da ist zwischendurch alles soweit. Also da glaube ich, da fehlt da definitiv nichts. Ist zu weh. Oder nicht, okay. War noch geschafft. Aber wie gesagt, ich verstehe dich voll und ganz. Also ich will jetzt auch nichts schönreden oder selbst oder irgendwie, aber ich verstehe es. So, bei mir ist ja auch so, dass eigentlich sämtliche Hobbys, die sie bei mir abspielen, sind eigentlich drinnen. Ui, auch. Ah, wir sind richtig, okay. Bin wieder heim. Ob Hobby. Streaming ist auch Hobby. Also,
Setze ich wieder vom PC. Mache ich ja, tatsächlich. Was irgendwie geht. Also ich habe auch vor einiger Zeit einmal einfach, so sich's anhört, Magen-Darm-Spiegelung machen lassen. Einfach mal zum Nachschauen. Macht irgendwie, glaube ich, machen die wenigsten freiwillig, was ich mitgekriegt habe. Aber mir auch wichtig, einmal durchchecken lassen, was los ist. Ich meine, es schadet nicht. Und selbst wenn man was hat, dann weiß man es früh genug und kann sich darauf einstellen. Schlimmer wäre es, wenn man dann was hat und man findet es nicht. Und dann wird man irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ist ja tausendmal schlimmer, finde ich. Lieber anschauen lassen. Gebe ich da recht, das stimmt ja. Gibt auch die Beispiele Hochleistungssportler mit 35 umgefallen Herzstillstand, weil überanstrengend. Gibt's alles, ja. Das stimmt ja. Ich sage, ist immer selber auf dem Charakter auch dementsprechend oder wie man selber, wie es derjenige aushält, wie er selber sonst erlebt. Also, das stimmt schon. Ist immer unterschiedlich. Wenn man dann vielleicht auch neidisch rüberklotzt zu demjenigen, aber man kann es halt einfach auch nicht beeinflussen. Das ist das. Ich muss sagen, ich hab mir vorgenommen, ich werde 250. Ein bisschen Schwund ist immer drin, so 10, 20%, also das passt dann schon. Also bloß 220 habe ich, dann passt es auch. Mal schauen, ob ich es zusammenbringe. Ich glaub's nicht. 37 Grippe. Okay. Aber es sind so Beispiele, genau. Da machst du nichts mehr. Das ist wirklich krass, das stimmt allerdings wirklich, ja. Ja, mit Corona ist dasselbe. Ich meine, es kann, ob es Corona oder nicht, es ist schon wichtig, sage ich jetzt mal, dass das Zeug jetzt alles einmal den Weg geht und dass man sich da impfen lässt und etc. und alles, ja, okay. Aber äh, es sterben halt trotzdem auch, wie du sagst, jedes Jahr Leute an einer Grippe, auch junge. Und das ist halt zwei, drei Kinder, ja gut, das ist. Ich sag mal, das ist ja scheiße, wenn man 60 oder 70 ist, aber mit 37 ist schon krass, vor allem Frau, drei Kinder ist dann schon, das ist schon sehr bitter. Das ist schon wirklich bitter. Aber na, ja gut, okay. Ich sag mal, mein Dad hat es mal gehabt, der ist auch, ich glaube, 3 Wochen gegen komplett. Das war schon krass. Also da, sind wir leider jetzt ungefährlich, ne, wie alle tun. Den lassen wir es mal da. Aber ja, wir haben den Fall jetzt vor kurzem gehabt, dass wir also wo ich quasi arbeite in dem Dorf, ist quasi auch, also da war der Vater, glaube ich,
was 70 rum, 76 rum. Und der Sohn ist es, glaube ich, ja, irgendwie knapp um die 45 gewesen. Ja, der Vater hat seinen Sohn jetzt 10 Gramm. Das ist halt, war Krebs quasi, aber das sind halt also Sachen, wo ich, und der tut auch schon jahrelang rum. Das ist halt schon wirklich krass, sowas. Also von dem her, mein Krebs hat man selber in der Familie schon mal bei uns. Also selber mal gehabt, dass das dann, oder also ich habe das selber Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber ich hatte es in meine Mutter, kann man ganz ehrlich sagen. Dann nimmst du schon, hat es zwar gut überstanden, Gott sei Dank, aber dann nimmst du schon ganz anders war das Zeug. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das Lilibets. Klingt anders, klingt am einmal raus. Die wachsen eh nicht. Wenn man so Creeper kaputt macht. So. Da. Trumpffichten, Wahrzeichen. Gut, lassen wir da. Ähm, ja, die tun wir einmal weg. Die reinschaufeln, ja. Okay, dann haben wir Dinger und Pfeil brauchen wir aktuell nicht. Übrigens auch nichts. Ja, gut. Ach, ich würde tatsächlich jetzt aufhören. Ja, wenn du da bist, Paladin, ich wünschte, dass alles gut rumkriegst. Vielleicht hören wir uns die Tage wieder mal. Ich würde das demnächst Schluss machen, weil ich ja, morgen auch wieder früh raus muss. Also schau jederzeit gern vorbei. Auf jeden Fall, ich freue mich immer wieder, wenn du da bist. Ist drunter stehen. Ich gesagt, wenn du jetzt Bock hast, jederzeit. Ich freue mich. Und mit. Ach Gott. Ah, kurz ein bisschen durchstrecken. Ach Gott. Ja gut. Ich sage aber aus was für heute. Ich sage danke, auch fürs dabei sein. Auch Paladin, danke fürs Vorbeischauen. Immer wieder gern, wie gesagt. Ähm, danke fürs Zuschauen. Was hat morgen Freitag? Darf ich Samstag? Oh Gott. Oh je. Nee, ich hab Samstag frei. Ich habe jetzt Donnerstag, Freitag, morgen haben wir noch eine Schulung. Mal schauen.
Und also nicht den ganzen Tag. Und dann noch Freitag ganz normal. Mal schauen. Das kriegen wir dann schon rum. Okay, Paladin. Gute Nacht. Auch gute Nacht an alle anderen. Und wir sehen uns morgen hoffentlich oder demnächst wieder. Also morgen bin ich auf jeden Fall da. Freue mich, wenn ihr vorbeischaut.